Stell dich noch mal ganz kurz vor und es tut mir leid auch für dich, dass du mich vorstellen musst. Ich glaube, man hört Alles dich jetzt. Ich gut. kann es noch mal ganz kurz testen. Warte. Ja, man hört dich. Sehr gut. Sehr schön. Okay, Alles sag mal. gut. Also, wer sich jetzt gerade wundert, ist auf meinem Mist gewachsen, dass wir es jetzt live machen, weil ich einfach nur gefragt habe, machen wir es jetzt eigentlich live oder nicht? Ja, mein Name ist Carlo. Ich bin ein YouTube-Heini. Der ein oder andere kennt mich vielleicht von pcgames.de. Da hört man mein Stimmchen recht oft in den Videos und manchmal darf ich mich auch vor die Kamera setzen und da Dinge über Gothic sagen, die manche einer dann doch auch mal sieht. Und ungefähr seit einem halben Jahr bin ich auch auf TikTok und YouTube und Instagram solo unterwegs als der Gothic Guru. Sehr nice. So, dann haben wir es jetzt geschafft. Einer von uns vom Chat kennt dich ja schon, der Liebe der Macher. Sehr nice auf Ja, jeden sehr Fall. schön. Der Macher, Prost, sag ich mal. Ne? Genau. So. Also, dann fangen wir damit an. Wie ist dein YouTube-Werdegang, beziehungsweise TikTok-Werdegang und wie auch immer? Du bist ja auch schon vorher bei PC Games jetzt gewesen. Ja, genau. Also ich habe, es ist ein langer Weg. Ich habe eine ganze Weile, ich habe schon vor, wie lange ist es, welches Jahr haben wir heute? 2025. Ich habe schon damals, 2012, einmal kurz angefangen, als dieser erste große Let's Play-Hype damals war. Ich weiß nicht, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch, vor grauer Vorzeit. Da habe ich schon mal ein bisschen angefangen, YouTube zu machen. Das war auch in einer Zeit, als ich so ein bisschen beruflichen Umschwung gemacht habe. Also ich arbeite schon eine Weile. Habe eine Ausbildung auf dem Bau gemacht, so richtig schön bodenständig. Und dann hatte ich da aber keinen Bock mehr drauf nach der Ausbildung und dachte, ich muss irgendwas anderes machen und habe mich beim Radio beworben, weil ich zwischendurch halt auch schon ein bisschen angefangen habe, so eben Let's Plays zu machen. Das ist ganz furchtbar. Sie gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Also sucht gar nicht erst danach. Bin dann eben zum Radio gekommen, habe da so eine klassische Journalisten-Volontariatsausbildung gemacht, Shows gemacht, war in Thüringen und in Sachsen unterwegs, einerseits bei Radio Top 40 hieß der Sender in Thüringen und Energy Sachsen hieß der Sender in Sachsen. Also falls Leute zuschauen, die vielleicht nicht den Radiosender hören, da habe ich mal gearbeitet. Und dann habe ich irgendwann den Sprung ins Gaming gemacht, weil ich dann so dachte, okay, ich arbeite beim Radio, das macht mir auch viel Spaß, aber ich rede die ganze Zeit irgendwie immer nur über so belanglosen Krams, ne? Jugendradio, man kennt es vielleicht, so Dudelfunk. Will das gar nicht schlecht reden, das hat mir auch viele Erfahrungen gebracht. Aber naja, man redet da ja schon eher so über oberflächliche Dinge wie, ey, was ist denn jetzt passiert beim Dschungelcamp? So, aktuelles Beispiel. So, war halt auch schon eben immer Gamer und wollte das halt auch. Mir fällt gerade auf, es klingt total dumm, von sich selber zu sagen, ich war ja schon immer Gamer. Ich habe halt immer schon gespielt. Und Videospiele sind halt eigentlich mein großes Hobby und das große Hobby. Und das wollte ich halt einfach irgendwie verbinden. Und dann hat sich eine Chance aufgetan, dass ich bei dem damals noch existierenden Gaming-Magazin von Mediamarkt namens Games.de, also Games mit Z geschrieben, da bin ich untergekommen. Und da bin ich so ein bisschen auch reingerutscht. Da haben wir irgendwann auch angefangen, eben einen YouTube-Channel zu haben. Grüße gehen raus an den guten Andy, aka Screenfire, der jetzt auch auf Twitch eben noch sein eigenes Ding weiterhin macht. Der macht viel mit Resident Evil. Und wir haben da angefangen, eben da den YouTube-Channel hochzuziehen und vor allen Dingen auch Livestreams zu machen, viele. Das war ein Heidenspaß, weil wir das alles sehr hemdsärmlich, wir krempeln jetzt mal die Ärmel hoch und machen da jetzt mal hier sowas mit Livestream. Und das war immer sehr lustig. Und irgendwann bin ich dann gewechselt von Games.de, also vom Mediamarkt, zu dem alten Schlachtschiff PC Games, falls das. Also ich lese schon auch immer wieder mal so die Worte, ach, die gibt's noch. Ja, die gibt's tatsächlich noch. PC Games seit über 30 Jahren mittlerweile. Und da bin ich für den YouTube-Channel mitverantwortlich. Mach
viel Videoproduktion. Also wir haben ja natürlich eine Redaktion da sitzen, die Spiele testet, sich Spiele als Preview eben anschaut. Und daraus machen wir natürlich auch dann eben unsere Videos. Das heißt, ich produziere die, ich schneide eben die Videos mit dem Material, was man uns bringt und spreche viele davon auch ein. Also ich bin so ein bisschen auch die Stimme von PC Games. Und ja, wie gesagt, darf mich eben auch mal selber vor die Kamera setzen. Und also das habe ich jetzt schon, das mache ich jetzt seit fast 4 Jahren für PC Games. Und vor so einem halben Jahr hat mich auch so ein bisschen der Hafer gestochen, dass ich einfach selber mal ein bisschen was machen wollte. Und also nicht nur über PC Games, sondern einfach selber privat und selber als ich. Und zwar eben halt auch mit meinem Lieblingsthema, wo ich zumindest sagen würde, ich kenne mich ein bisschen besser aus als der grobe Durchschnitt, nämlich mit Gothic. Gerade weil das Thema Gothic in letzter Zeit eben wieder so stark aufgelebt ist. Ne? Also wir hatten eine extreme Dürrezeit nach Arcania und nach Fall of Snitarif und danach war die Marke faktisch tot. Also gäbe es die ganzen Fans da draußen nicht, die halt mit Mods und allem noch die Stange oben gehalten haben. Und jetzt erlebt diese Marke halt durch das Remake wieder so einen Aufschwung und das ist so, da dachte ich, da will ich mit Teil davon sein. Ich will Teil dieser Bewegung wieder sein, die da so aufschwingt. Und habe gedacht, es gibt so viel Schrott, der auf TikTok läuft, sei es von rechten Spinnern, sei es von irgendwelchen Heinis oder keine Ahnung, Models, die irgendwas machen, Onlyfans, Heinis, weiß ich nicht. Da muss man doch mal vernünftig Content machen. Und deswegen habe ich da gesagt, okay, ich versuche es einfach mal mit Shorts auf TikTok und natürlich eben auch auf YouTube und auf Instagram, da wo es halt diese Funktionen gibt, aber halt zum Thema Gothic. Und wollte mal gucken, ob da was geht. Und naja, das hat sich dann gezeigt, ja, doch, Leute auf TikTok und auf YouTube sind interessiert an kleinen, netten Gothic-Häppchen, die man so mal schnell wegsnacken kann. Sehr nice, auf jeden Fall. Ja, ein langer Weg, aber er kulminiert hier. Und so bin ich auf dich auch gekommen, durch TikTok. Durch diese Ja, kleinen schön. Freut Gothic-Videos. mich. Ja. Vorher wusste ich es nicht, auch mit den Games, auch mit den PC Games wusste ich das jetzt gerade nicht, bevor du es mir gesagt hattest. Das ist echt cool. Ja, du, ich habe hab das auch schon hin und wieder mal, dass dann halt so Leute irgendwie die Erkenntnis haben, ich bin ja auch auf dem Gothic Discord, auf dem offiziellen unterwegs. Und ja, hin und wieder teile ich da halt auch mal so meine Videos mit. Ich habe das zum Beispiel gemacht, als THQ die Abstimmung gemacht hat, wer Diego im Remake spricht. Und da habe ich halt schnell ein Video dazu gemacht, so mit den einzelnen Szenen, die man schon von Diego aus dem Remake gesehen hat. Habe da eben die Stimmbeispiele so ein bisschen hinterlegt und das fanden ein paar Leute halt toll und dann hat sich da was hochgetreten und dann haben halt auch ein paar Leute gemerkt, ach, das ist der. So ein bisschen wie bei PC Games, ach, die gibt's noch. Und dann war es dann halt so bei mir so, ach, das ist der macht jetzt auch privat noch Gothic-Videos. Geil. Also ja, ich krieg ich krieg diese Transferleistung öfters mal mit, dass Leute dann sagen, ach, schön, cool, der ist es. Nee, auf jeden Fall, sehr geil. Das ist ja auch so wie mit dem Maurice Weber. Wenn man den viel gesehen hat, erkennt man ihn von früher noch von Game One, so, der ist doch von da. Ja, Hat man das so gesehen auf manchen Videos, sieht man den. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, ich mache halt viel, ich mache viel hinter der Kamera. Das soll eigentlich auch nicht so bleiben. Ich will schon auch ein bisschen mehr machen. Ich will zum Beispiel auch mal ein bisschen so Livestreams ausprobieren auf TikTok. Das ist ja auch gerade so ein Thema, was ein bisschen stärker gefahren wird. Aber dafür warte ich gerade noch. Das will ich eigentlich so als 2000 Follower-Special machen. Fehlen nicht mehr viele, aber ein bisschen dauert es noch. Und ja, also dann will ich vielleicht grundsätzlich eigentlich auch ein bisschen mehr vor die Kamera, aber dafür fehlt mir auch noch ein bisschen Equipment. Ne? Du weißt es ja sicherlich auch von deinem Channel, gerade wenn man anfängt. Man könnte so viel cooles Zeug machen, aber man braucht natürlich auch ein bisschen das Equipment dafür und das kostet Geld. Und das ist dann erstmal ein bisschen so, ja, langsam sich rantasten und gucken, was geht und was halt möglich ist alles.
Ja, auf jeden Fall. Also Leute, nicht vergessen, ihm zu followen. Wir wollen das 2000 Abo-Special. Ich habe Genau. hab schon überlegt, was ich mache. Mhm. Du hast ja vorhin schon Ja. entdeckt, viele Leute wissen gar nicht, was damals in der Gothic 3 Collectors Edition drin war. Ich will die auf jeden Fall dann auspacken und mal reingucken in die gute. Hast du die noch nicht ausgepackt? Oder doch? Nee, also ich Ja, selber habe ich sie dachte natürlich schon. ausgepackt, Okay, ich aber dachte schon. Ja, ist ja nee, klar. sowas. So ist Ich ja habe sie mir nicht. damals, ich stand damals am 13. Mhm. Oktober, am Freitag, den 13. Mhm. 2006 im Softwareladen meines Vertrauens und habe mir meine Gothic 3 Collectors Edition abgeholt. Und dann hatte ich ein ganzes Wochenende lang mit einem ungepatchten Gothic 3. Ja, also wie mein Cousin, auch mit dem ungepatchten Gothic 3 direkt am Anfang released mit Collectors Edition. Ey, was könnte ich dir, ich komme ja sicherlich gleich noch drauf, aber was ich dir alles zu Gothic 3 erzählen kann. Das wird lustig werden, das wird auf jeden Fall lustig werden. Gut, dann ist die nächste Frage. Wie bist du damals auf Gothic gekommen? Ja, es ist tatsächlich, ich bin ein Geschwisterkind, ich habe noch einen größeren Bruder. Und ich sag mal so, wie das halt so ist, wenn man Geschwister hat, größere Brüder, dann guckt man denen mal ein bisschen über die Schulter. Und der hat es damals gespielt. Das muss aber schon, keine Ahnung, 2002 oder 2003 gewesen sein. Oder vielleicht sogar noch später. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er das da gespielt. Ich habe es mit ihm über die Schulter geschaut. Ich war damals natürlich auch noch, so, keine Ahnung, 9, 10. Und fand das grundsätzlich ganz cool. Und irgendwann hatte ich dann meinen eigenen Computer und habe dann auch, ich weiß gar nicht mehr wie, ich habe dann auch Gothic in die Finger bekommen. Also wie ich Gothic 1 in die Finger bekommen habe, weiß ich gerade gar nicht mehr. Es kann sein, dass ich mir von meinem Bruder gesnackt habe. Aber ich weiß, dass ein Kumpel von mir, der hatte dann Gothic 2. Und das hatte ich dann auch. Also auf meinem Computer. Und dann, Ja, ja. so ist, ja. Ja, der Hustenreiz, schrecklich. Ja. Aber ich habe mich dann wieder rehabilitiert, habe mir dann zu Weihnachten, das muss dann schon 2004, 2005 gewesen sein. Also da war das Add-on schon draußen und auch schon eine ganze Weile. Dann gab es nämlich irgendwann ich hoffe, ich kriege sie richtig zusammen, die Gothic Ultimate Edition. Und da war drin Gothic 1, Gothic 2 und die Nacht des Ra. Und das war Weihnachten, das weiß ich noch wie heute. Ich hatte halt vorher Gothic 2 gespielt. Und hatte dann wirklich dieses Erlebnis, was ich auch jedem rate, der irgendwie Gothic nochmal neu spielt, oder die Originale halt nochmal neu spielt, Gothic 2, erstmal nur das Hauptspiel von Gothic 2 zu spielen und dann das Add-on drauf zu installieren. Weil das war so eine Offenbarung, dass ich dann am Weihnachtsabend, nachdem ich das da bekommen habe, die Ultimate Edition, habe dann eben Gothic 2 die Nacht des Raben installiert. Und dann kommst du zuerst, ach krass, das ist ja Coverlorn. Und dann entfaltet sich so langsam diese ganze Add-on-Storyline mit den ganzen Neuerungen, den ganzen Änderungen. Und ich fand das so krass damals. Das ist für mich halt immer eine fantastische Erinnerung, die ich immer noch habe. Und das ist deswegen für mich auch immer noch eins der fantastischsten Add-ons, die ich je gespielt habe. Da kann wenig mithalten, wobei ich aber auch noch nicht beispielsweise Cyberpunk Phantom Liberty gespielt habe, das ja einen ähnlichen Ansatz verfolgt, was er sicher auch so mit ins Hauptspiel mit einbaut, plus extra Gebiet und sich dann ja sogar auch irgendwie auf eins von den Enden mit auswirkt. Aber trotzdem, Gothic 2 Nacht des Raben war ein fantastisches Erlebnis für mich. Und dann war es halt auch um mich geschehen. Dann habe ich diese Spielreihe damals hoch und runter gespielt. Und dann schließt sich auch der Kreis, auch sehr schön, war dann halt großer Gothic-Fan und 2005, ich habe heute extra nochmal in unserem Archiv geguckt, in der Ausgabe 06 2005 von der PC Games war, ich weiß nicht, ob es die erste ist, aber ich sage jetzt einfach mal, die erste große Preview zu Gothic 3 drin. Ich habe diese Zeitung zufällig in einem Kiosk gesehen und wusste vorher nicht, krass, es gibt Zeitungen, die nur über Videospiele gehen. Und dann habe ich die mit meinem Taschengeld zusammengekratzt und mir diese Zeitung gekauft. Die erste PC Games, die ich gelesen habe, war die Titelstory über Gothic 3. Und
20 Jahre später arbeite ich bei PC Games. Das ist ja super nice, auf jeden Fall. Aber es ist schon krass, wenn man so darüber nachdenkt, so, geil, das habe ich damals zum ersten Mal gesehen und jetzt arbeite ich auch mal dort sogar. Ja, also es ist schon für mich, ich meine, klar, ich hatte dann schon auch meine ja, ich will es nicht Emanzipationszeit sagen, aber habe auch dann mal irgendwie eine Weile Computerbildspiele gelesen, bis ich gemerkt habe, dass es eher Quark war. Und dann habe ich auch viel GameStar gelesen. Ich habe das dann so aufgesaugt. Aber die PC Games wird für mich immer so als, war mein erstes richtiges Computerspieleheft. Wo ich halt auch, das für mich auch so ein Einstiegspunkt noch viel mehr in dieses Hobby war. Weil ich halt gesehen habe, krass, andere Leute beschäftigen sich auch fast rund um die Uhr mit Videospielen. Cool. Nee, auf jeden Fall, das ist richtig nice. Bei mir hat es ja damals mit Gothic 2 grundsätzlich angefangen, nicht mit Gothic 1. Und ich habe auch nur Gothic 2 Original durchgespielt und dann irgendwann die Nacht des Raben. Ey, Und oder? dann war ich so geflasht. Was eine Offenbarung, wie gut das ist. Und dann, weißt du, dann entfaltet sich das schon in der Hauptwelt und dann gehst du nach Jakendar und dann ist nochmal diese komplette eigene Welt und du triffst die ganzen alten Hasen von Gothic 1 und denkst, Alter, krass. Und dann hast du die Offenbarung, wenn du dann plötzlich mehr Lernpunkte bezahlen musst, was du auch endlich bewusst Ja. hast vorher. Und dann Ja. so, oh, ich habe 2 Sachen geskippt, oh, jetzt wird schon schwerer. Ich habe Scheiße gebaut. Ja, schön, einmal So. super durchverskillt und dann nochmal von vorne anfangen. Ich habe nicht von vorher angefangen, aber ich habe mich durchgekämpft. Aber halt Ja, ich muss viel auch mühsamer. ehrlich sagen, ich habe Gothic 2 damals auch viel mit Cheats gespielt. Also ich habe einfach auch viel God-Mode immer mal reingehauen. Einfach weil, ja, ich war halt einfach noch jünger und bin damit noch nicht so richtig klargekommen. Aber mir hat es halt trotzdem so viel Spaß gemacht, dass ich unbedingt weiterspielen wollte. Und da nicht noch mit mir hier noch so ein Excel-Tabelle nebenbei aufmachen muss, damit ich weiß, wie ich mich skillen muss. Gut, verständlich. Wo ich damals das erste Mal einfach mal gecheatet habe, hatte ich erstmal ein Jahr lang keinen Spaß mehr an dem Game selbst gehabt irgendwie. Okay. Also, weil ich das vorher nie gemacht habe. Aber ich wollte einfach nur das Fun probieren. Habe ich alles probiert und dann so, oh scheiße. Und dann habe ich ein Jahr später wieder gespielt, ohne und dann war wieder alles fein für mich. Ja. Aber es war Nee, als verstehe ich kleines auch. Kind. Ja, so. Mich hat halt einfach damals auch diese Welt eben fasziniert. Ich meine, das war ja damals auch so ein Novum. Ich habe mal ein Retro für PC Games für Gothic 2 gemacht. Und da ist mir dann auch während der Recherche und während des Schreibens so gekommen, wie krass technische Speerspitze dieses Spiel war. Weil diese offene Spielwelt ohne Ladezonen mit diesen ganzen NPCs da drin, das hat halt sonst nur Rockstar Games gemacht. Rockstar Games, die GTA-Macher. So, und wenn du dir dann denkst, krass, und auf einem Level war auch die Technik von Gothic 2 oder Gothic 1, holy shit, wie weit die damals waren, wie weit diese Technik eben aus Deutschland war. Wenn du dir heute halt die deutsche Spielebranche anschaust, die machen fantastische Arbeit, aber das sind halt eher so kleinere Indie-Studios, die dann eben die großen also richtig gute Indie-Spiele auch machen. Aber ne, das war halt damals eigentlich AAA, was aus Deutschland kam, von so einem kleinen 30-Mann-Team. Auf jeden Fall habe ich mich dann halt auch viel mit den Cheats ich habe halt mit der Welt gespielt und habe halt einfach mal irgendwie einen Troll in die Innenstadt von Korinnes gesetzt. Und das war halt lustig zuzugucken. Das habe ich auch gemacht in dem schwarzen Troll. Und also mein Rechner war damals, damals waren die Rechner alle nicht so gut, aber weil die Rechner damals nicht so gut waren, wenn du einen Drachen reingesetzt hast, also wenn du irgendwie Insert Ice Dragon oder so, dann ist das Spiel abgestürzt. Das ist immer noch so. Weil Ist es immer noch so? Du musst einen anderen Befehl eingeben. Es gibt für Dragon, für diese ganz großen Sachen, andere Befehle. Wenn du nur Ice Dragon eingibst, kommt, soweit ich verstanden habe, irgendwie ein Bug, dass er den aus Gothic 2 downloaden will, also spawnen will. Den gibt's nicht. Weil der macht das Raben noch einen anderen Code hat. Und das habe ich damals auch das Problem gehabt, bis ich dann okay, interessant. Ich habe letztens mal ein Video über den Untoten Drachen gemacht. Ja. Und da habe ich den, weil
Untote Drache war ja eigentlich nur so ein Platzhalter, weil sie keinen Endboss für Richtig, ja. Gothic 2 hatten und haben den halt da rausgeklaut. Der sollte ja eigentlich unter dem Stonehenge im Minental sein. Deswegen habe ich den halt im Minental, habe ich mir den Untoten Drachen hergecheatet, damit der dann auf dem Stonehenge sitzt. Das hat funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich da einen anderen Vielleicht ist es ja auch nicht bei Befehl jedem genommen Monster habe. so. Ja, keine Ahnung. Es Ja, gibt auch kann so sein. Standardmonster, wo du es normal eingibst, es nicht geht. Ja. Aber das kenne ich doch so, das Problem. Aber ich habe ja zum Beispiel auch damals mit Cheats und Scheiß gemacht. Ich habe mir so eine Armee in Korenis vorm Tor hingestellt, von ganz vielen Paladinen, aber so Paladine nochmal die KI geändert über Edit Abilities, dass die dann nicht weggehen, sondern nur verteidigen. Ja. Und so Armeen hingestellt gegen Ork-Armeen und sowas auch als Kind. Das Was war man auch da für ganz Scheiße anstellen könnte. Das ist Du schön. konntest alles anstellen, du konntest einen Krieg machen im Prinzip. Oder ich hab Weißt du, mir heute auch gibt's Spiele irgendwie oder so Sachen auf Steam, diese Battle Simulator, wo du halt irgendwie so 200 Harry Potters gegen 5000 Löwen antreten lässt oder so, weißt du? Und das hast du halt genauso in Gothic damals gemacht. Ja, ja. Ich habe ja zum Beispiel auf die Mauer oben auch noch Magier gestellt und Bogenschützen, die einfach da geschossen Sehr geil. haben von oben. Das war Sehr schön. richtig lustig. Es hat nur gedauert, bis ich hingekriegt habe, dass die dann geschossen haben von oben, weil du musstest ja erstmal die richtige KI-Einstellung finden, die auch schießt. Und so. Stimmt, ja. Die haben ganz verschiedene Kampf-KIs, ganz viele. Ey, ich verzweifle heute noch mit dem EBMMM, also mit dem Machinima Maker, wenn ich da irgendwie was machen will, so, und dann, Gott, wie sind die Befehle, und dann ist es so kompliziert, und damals musst du dir das halt in den Edit Abilities irgendwie so hinbauen, dass sie machen, was du willst. Ja, schön. Ja, das ist wirklich schön. Good old times. Cool. Kann ich alles mitfühlen. Jetzt aber eine andere Frage. Wir alle kennen Gothic ja von Verwandten oder was auch immer. Aber woher kennt diese Person dann immer Gothic? Das ist eine gute Frage. Müsste ich meinen Bruder fragen, weiß ich gar nicht. Der hatte das halt auf einmal. Ich würde halt sagen, der hat das auch von einem Kumpel oder so. Ja, genau, dann was ist mit dem Kumpel dann? Ja, keine Ahnung, der hat sich dann wahrscheinlich gekauft, weiß ich nicht. Nein, ist einfach gespawnt zu Hause so magisch und dachte, oh, nice Spiel. Ja, wahrscheinlich. Das ist wirklich so, man hört fast immer von Freunden oder von Bekannten oder von Verwandten. Immer so irgendwie. Ja, aber das Gleiche war dann auch, also, ne, ich hatte ja dann eben Gothic 2 von einem Kumpel, und dann hatte ich dann die Nacht des Raben. Und hatte ich das dann immer mit im Gepäck, wenn ich ihn dann irgendwie besuchen war, weil der wohnte einen Ort weiter. Und ich bin dann halt immer mit meiner CD dann darüber gefahren. Das waren nämlich damals noch CDs, liebe Kinder, nicht DVDs. Und bin dann immer mit der CD rübergefahren und haben wir das dann da gespielt, und dann bin ich wieder zurückgefahren, und ich weiß noch, dass ich weiß gar nicht, habe ich die Verpackung sogar noch? Es kann sogar sein, dass ich irgendwo die Verpackung in meinem CD-Regal habe. Also die CDs sehen heute, naja, die kannst du heute, glaube ich, nicht mehr benutzen, weil die einfach so krass zerkratzt sind. Ich kann mal ja kurz schauen. Ich glaube tatsächlich auch was da. Ich gucke mal auch kurz nach dem. Ich muss dafür nur mal kurz meine Kopfhörer absetzen. Mach das. Ich guck mal auch kurz nach. Ich finde es leider gerade nicht auf die Schnelle. Ich sehe es auch gerade nicht, wo ich es suchen sollte. Leider finde ich es nicht mehr. Ich kann dir mal zeigen, was ich habe. Vielleicht meinst du ja die wahrscheinlich. Wahrscheinlich meinst du auch diese Version da, oder? Ja! Nee, warte. Das ist ja nur Gothic, oder? Gothic 1 jetzt zum Beispiel. Ja, ich hab eine, das war also auch in dem Format, in diesem viereckigen CD-Format, aber so eine richtig fette Box, wo eben Gothic 1, Gothic 2 und die Nacht des Raben drin war. Das waren irgendwie, keine Ahnung, 6 CDs oder so. Meinst du das hier? Hier sind auch alle 3 Teile drin. Warte mal. Das hier vielleicht. Ja. Dreh mal um. Ja, genau, das ist sie. Sehr schön, okay. Dann hab ich's gefunden. Das Ding habe ich damals auf dem Flohmarkt gefunden. Ja, die habe ich damals zu Weihnachten bekommen, neu.
Ja, das war ein großer Schatz, den ich damals hatte. Das Einzige, was ich hier neu da habe, ist leider das hier. Was ist das? Ich sehe es nicht. Götterdämmerung als Ach, Götterdämmerung. Ach Gott, als ja. also DVD schon, aber das ist Ja. ganz schlimm. Ich habe es niemals ausgepackt, weil ich das nur auf Steam mal angespielt habe und so. Ja, auch die habe ich irgendwo. Also ich war ja damals noch jung und naiv. Ich auch. Und dachte mir so, hab mich sogar einlullen lassen, so von diesen Jowood Vertrauenstiraden, wo es dann hieß, ja, auch wenn das ein indisches Studio ist, die machen das schon. Das wird bestimmt super. Und dann habe ich mir das halt auch zum Release gekauft. Nicht die Collectors Edition. Aber ja, das Spiel habe ich mir, also die Erweiterung habe ich auch gekauft, habe sie eine halbe Stunde gespielt und habe sie dann liegen gelassen. Ich habe es tatsächlich, glaube ich, noch nie durchgespielt. Ich weiß Nee, nur, dass es in einer Truhe König Roberts Rüstung einfach so in einer Höhle rumliegt. Das ist sehr wichtig. Kann man machen, ja. Wer kennt sich König Robert? Ja. Gothic 3 habe ich damals wirklich ungepatcht eine Weile, aber ich hab damals auf dem Dorf gewohnt. So 2006, Dorf, da gab es höchstens ISDN-Internet. So, also so richtig DSL hatten wir einfach, bis ich selber eine eigene Wohnung hatte, wusste ich nicht, was DSL ist. Beziehungsweise habe ich nie DSL gesehen. Und dementsprechend war ich immer darauf angewiesen, auf die Heft-DVDs von eben GameStar oder PC Games, weil die haben nämlich die Patches von Spielen auch mit auf ihre DVDs gepackt. Stimmt, das habe ich auch immer geholt damals. Ich habe damals einfach echt lang die Release-Version von Gothic 3 gespielt. Und das ging sogar, also ich hatte nicht so viele Bugs, wie ich so wie man so halt gehört hat. Weil im Forum, also in der World of Gothic, war ich auch damals schon aktiv. Da hat man dann halt viel gelesen, aber so richtig alles davon habe ich zum Glück auch nicht mitbekommen. Ich hatte nur einen richtig miesen Bug in Gothic 3, dass ich konnte ganz normal spielen, die ganze Zeit, also alles cool, aber ich bin dann irgendwie über so eine unsichtbare Linie in der Welt gelaufen, so eine unsichtbare Grenze, und da ist das Spiel immer reproduzierbar, immer da abgestürzt. So. Und das Einzige, was da geholfen hat, war, das Spiel zu deinstallieren und wieder neu zu installieren und dann zu hoffen, dass es dann weiterging. Also, dass ich dann quasi diese Linie überschreiten konnte und dann weiterspielen konnte. Und dann ging das wieder eine Weile. So, dann konnte ich da wieder irgendwie die ganze Zeit in so einem, keine Ahnung, in so einem Radius und in so einem gewissen Teil der Welt irgendwie rumlaufen und da meine Quests machen und da spielen. Und dann bin ich wieder irgendwo über so eine Linie gelaufen, weil ich irgendwie in die nächste Stadt wollte. Und dann ist es wieder abgeschmiert. Und deswegen war das immer so ein Marathon von, cool, ich kann spielen. Ich muss schon wieder neu installieren. Und das Ding war aber, dass diese Neuinstallation auch nur in, keine Ahnung, 2 von 4 oder 5 Fällen auch wirklich geholfen hat. Das heißt, ich war echt viel Zeit damit beschäftigt, dieses Spiel neu zu deinstallieren und dann wieder neu zu installieren. Im Installer lief immer die Musik vom Hauptmenü. Die schöne Musik, ja. Und dann habe ich das so oft gemacht, dass irgendwann, habe ich eine DVD hier gerade da? Ja. Hier, gute GDR 4 DVD von vor 100 Jahren. Nicht? Ja, so fühlt sich zumindest an. Ich zeig's mal, dass sich dann von innen heraus hier ein Riss gebildet hat, der durch die Drehgeschwindigkeit im Laufwerk sich immer weiter nach außen gezogen hat, bis er irgendwann im Datenbereich war. Und dann war meine CD im Arsch. Das ist mir noch nie passiert. So weit ist es bei mir noch nicht gegangen bei CDs. Nicht mal bei meiner Schlacht- und Mittelerde-CDs. Das passiert. Oh, die sind sehr wertvoll, die Schlacht- und Mittelerde-CDs. Ja. Schlacht- und Mittelerde, das ist das Ding. Habe ich auch viele Zeit drin versenkt in Schlacht- und Mittelerde. Ach, apropos, ich will ja bald so ein Special-Ding Stream machen, wo wir bis jetzt zu 4 Schlacht- und Mittelerde spielen. Hättest du auch Interesse daran? Oh, ich habe es echt lange nicht mehr gespielt. Also wir werden mich wahrscheinlich fertig machen, aber ja. Jeder wird fertig gemacht. Ich glaube, jeder hat da nicht mehr die Erfahrung drin. Das wird jetzt alles über die Multiplayer-Matches werden alle über private Server gehostet, oder? Weil ich habe die Original-CDs da. Die habe ich mir mal gekauft, weil die gibt es ja nicht mehr zu kaufen. Das Spiel gibt es ja nicht mehr zu kaufen.
Oh, ich habe aber kein Laufwerk mehr, deswegen habe ich mir halt die Diesen ISO runtergezogen. Komplett-Launcher da hast du. Ah, nee, den hast du wahrscheinlich nicht. Weiß ich gar Ich nicht. habe von Nee. Maurice Weber auf der Gamescom LAN, da hat mir dann genau erzählt, welche Version man benutzt jetzt. Ach, witzig, okay. Und da sind dann alle Versionen von Schlacht um Mittelerde einfach drauf. Plus, Ach geil, plus, ja, dann kannst du mir mal genau, du kannst mir nachher mal rüberschicken. Ja, genau. Das ist, wie gesagt, Geil. wenn du Interesse hast, auf jeden Fall werden wir das dann machen. Dann habe ich noch einen mehr schon mal fürs Projekt. Das ist gut. Wir wollen versuchen, 8 Leute zusammenzukriegen, dann richtig geile Multiplayer-Matches dazu machen. Ich habe auch da eine schöne Anekdote. Ich habe damals in Schlacht um Mittelerde 2 immer gerne diesen Ringkrieg-Modus gespielt. Oh ja, den habe ich auch geliebt. Und hatte da, ich weiß gar nicht, was Gondor? Oder auf jeden Fall irgendwie eine von den hellen Seiten halt. Und hatte Minas Morgul erobert. Und dann kam halt eine Gegenarmee und wollte es mir zurückerobern. Und dann habe ich das aber nicht vom Computer aus würfeln lassen, sondern selber gespielt. Ja. Genau, und dann war das aber eine unfassbar epische Schlacht, die immer wieder hin und her geebbt ist. Und die saßen irgendwie in Minas Morgul, ich war außen, hab so irgendwie meine Basis hochgezogen, dann schickten die Computergegner wieder eine Welle nach draußen, die irgendwie so meine Leute kaputt gemacht haben. Habe ich gerade so überlebt, musste ich alles wieder hochziehen, konnte ich wieder eine Welle hinschicken und bei denen so fast alles kaputt machen, aber es hat nicht ganz gereicht. Irgendwann haben die Gollum gefangen, dann haben die mir Sauron auf den Hals gehetzt, den habe ich mit Mühe und Not umgehauen, dann hatte ich den Ring, dann konnte ich Galadriel auf die hetzen und ich glaube, mit Galadriel habe ich es dann schlussendlich geschafft, die zu vernichten. Das war eine Schlacht, an die erinnere ich mich heute immer noch sehr gern zurück. Boah, das erinnert mich an, als kleines Kind, keine Ahnung, 11 oder so war ich da, wo es noch einen offiziellen Server gab. Da gab es so einen Typen, der namens Atlantis-Prinz und wir haben so ein 1 gegen 1 gehabt. Und wir haben uns die ganze Zeit versucht, gegenseitig zu vernichten. Und dann irgendwann haben wir beide angefangen, Festungen zu bauen ohne Ende. Ich weiß nicht mehr, welches Volk er gespielt hat, aber ich habe dann, man konnte mit jeder Festung einen Elben Adler mehr rufen. Dann habe ich immer mehr und da hat jemand geschrieben, die Legende aus dem GameStar. Ich glaube, aus PC Games meinst du, mein lieber Charity-Streamer. Ja, PC Games. So, genau, und das war dann ein Match, was irgendwie 7 Stunden gedauert hat. Und erst als ich da mit 40 Adlern reingegangen bin, habe ich das beenden können. Und mit einer Armee natürlich nebenbei ist. Ja, und die Adler sterben ja auch so unfassbar schnell an den Türmen und alles. Deswegen hat es trotzdem gedauert. Das ist wirklich viel gewesen. Also das war ein epischer Schlag. Das waren auch meine Zeiten, wo ich wirklich auch noch viel Echtzeitstrategie gespielt habe. Mittlerweile mache ich das echt nicht mehr so viel, also eigentlich fast gar nicht mehr. So Echtzeitstrategie, das juckt mich irgendwie so mittlerweile gar nicht mehr. Also Schlacht um Mittelerde spiele ich schon immer noch mal hin und wieder. Es ist auch viel Zeit dazwischen solchen Sessions. Aber ja, mittlerweile ist es eher nicht mehr so. Mittlerweile bin ich eher so der Anno-Aufbauspieler geworden oder halt irgendwie so Civ oder sowas. Nee, aber wie gesagt, darauf hättest du ja auch Bock, das ist mit dem Schlacht mit ja, ja, klar, können wir auf jeden Fall machen. Ich werde mich wahrscheinlich sofort fertig machen, aber ich glaube, jeder ist nicht mehr gut darin. Ich habe es auch bestimmt das letzte Mal vor 4 Jahren mal gespielt. Und so, gut, jetzt letztens habe ich einmal eine Mission gemacht, jetzt on Stream mal. Ich habe gesagt, ich mache jetzt on Stream mal die Kampagne von Angmar mal durch. Nochmal. Aber an sich. Das hatte ich damals nämlich gar nicht. Ich hatte nur das Hauptspiel. Ich hatte das Add-on Hexenmeister von Angmar hatte ich gar nicht. Ja, das ist ja auch kein Problem. Das Einzige, was es gibt ein Volk mehr. Im Prinzip. Und jedes Volk hat nochmal eine eigene Spezialeinheit mehr, halt mehr nicht. Das ist der einzige Unterschied eigentlich. Kann man so sagen. Und Angmar ist auch nicht OP oder so, sie sind trotzdem etwas balanced. Ja, das war ja ein ziemlich gutes Add-on. Ich habe es mir halt damals noch nicht gekauft. Nicht so viel Geld. Genau, so. Gut, dann können wir zum nächsten Punkt. Das war geil. Es artet immer zu anderen Sachen aus, das ist immer so. Es ist aber gut so, das ist so ein richtiger, schöner Gesprächsfluss, der macht Spaß. Richtig. Charity Stream hat doch geschrieben, Jacke wie Hose. Abendtier hat er nochmal gewünscht. So nice, okay. So, dann gehen wir jetzt darauf hin. Wahrscheinlich kann man sich schon denken, warum du dich Gothic Guru genannt hast, oder gibt es eine genaue Geschichte dahinter? Was denkst du denn, warum ich mit Gothic, wenn das so offensichtlich ist? Ja, weil du Gothic liebst. Du wolltest ja, wie du gesagt hast, auf den Zug aufspringen, dass es wieder jetzt anfängt mit Gothic. Also gehe ich mal davon aus. Riesen Gothic-Fan. Du wolltest halt Fakten teilen und auch weitermachen. Und auch, wie du gesagt hast, willst du ja dann ab 2000 voller Stream machen und dies und das. Ja, also es war so ein bisschen, der Name Gothic Guru geht halt einfach so schön weiß nicht, ich finde, der klingt so schön. Und
er bildet halt auch ein tolles Akronym, nämlich GG. Ist auch ein schönes Ja, stimmt eigentlich. Good Game, ja. Gaming-Abkürzung. Das hat mir auch gut gefallen. Tatsächlich, aber ich hätte jetzt gedacht, dass du vielleicht sagst, bist du so ein großer Fan, bist du ein Sumpflager-Fan oder so. Ja, wegen Guru, ja klar. Aber ich. Bin ich jetzt gar nicht. Ich bin gar nicht so der große Sumpflager-Fan. Ich bin tatsächlich immer so ein Standard altes Lager-Heini gewesen. Weil man merkt ja schon in Gothic 1, dass so die meiste Arbeit in den Weg vom alten Lager geflossen ist. Deswegen war ich immer so ein Standard altes Lager-Heini. Der Charity Stream hat geschrieben, du bist bei PC Games. Nice. Da weiß man, da ist auch ein Kenner dabei anscheinend. Ja. Sehr nice. Okay, so. Gut. Ich bin auch bekannt als Herbert Grönemeyer bei PC Games. Da kriege ich sehr viele Kommentare, wenn ich mal vor der Kamera bin. Dass so, Herbert Grönemeyer macht ja jetzt Gaming-Videos. Das waren ja diese Fun-Videos, die damals gemacht wurden, oder? Mit Herbert Grönemeyer, oder war das nicht das? Nö, ich sehe offensichtlich einfach nur Herbert Grönemeyer ähnlich. Das ist das Einzige. Okay. Ich habe nur ein paar Memes mal gesehen darüber, deswegen dachte ich eigentlich, dass es irgendwie so ein Meme gewesen ist, aber jetzt verstehe ich schon. Nee. Okay. So, wie lange brauchst du denn immer, wenn du so einen Short produzierst eigentlich? Du bist ja im Moment nur im Short-Business tätig sozusagen. Ich bin aktuell nur im Short-Business tätig. Ja, kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber du machst ja PC Games Videos, kannst ja auch mal sagen, wie lange du so... Ja, gut, okay, ja, also, ja, machen wir erstmal Short, können wir dann PC Games danach machen. Short dauert nicht so lange, kommt halt immer so ein bisschen auf das Thema an. Es ist halt auch viel Vorbereitungszeit, weil ich habe mir halt einen Zeitplan gemacht, was ich wann poste, und habe dann eben mir auch eine Liste mit Themen gemacht, irgendwie so, die ich halt so langsam abarbeiten kann. Versuche halt relativ schnell auf News zu reagieren. Und der Anfang hat tatsächlich immer relativ lange gedauert. Jetzt mittlerweile geht's. Warum? Weil das Footage sich zusammensuchen aus Gothic ist halt immer so ein Hustle, das was passt halt, wenn ich irgendwie so ein Thema mache. Ich steige ja meistens immer irgendwie mit so einer kleinen gesprochenen Headline ein und schwenke dann halt über zu so einem kleinen Insert, wo halt einer von den Gothic-Charakteren irgendwas sagt oder so, irgendeine lustige Szene ist. Und da immer was Passendes zu haben, ist gar nicht so einfach. Also man hat schon immer im Kopf, gerade wenn man Gothic eben viel gespielt hat, weiß man ungefähr so, der eine Charakter sagt doch da so das und das könnte doch vielleicht dazu passen. Und dann musst du aber natürlich im Spiel Speicherstände haben, die ungefähr so in der Stelle sind, und dann bis dahin spielen und dann bis zu diesem Charakter gehen, um zu hoffen, dass der dann auch das sagt, was du noch im Kopf hast. In manchen Fällen gehst du da hin und dann sprichst du mit dem und denkst dir, nee, das sagt dir wirklich. Nee, das sagt ein bisschen was anderes. Das passt jetzt irgendwie wieder nicht. Scheiße. Und das irgendwie so zusammensuchen, sich da so eine Bibliothek anzulegen, das ist tatsächlich sehr aufwendig. Die Videos dann so durchzuproduzieren, wenn du alles hast und so, einsprechen, und dann, das geht dann schon, bin ich so in einer halben Stunde Stunde ungefähr fertig. Aber so halt mit dann eben noch ein bisschen die Texte schreiben, die ich dazu mache, und wie gesagt, das Footage dazu suchen. Es ist dann schon auch teilweise ein bisschen aufwendig. Also gehen schon, gerade wenn ich ein bisschen was vorproduziere, geht dann schon mal am Wochenende drauf. Ja, ganz auch weil ich natürlich nicht, ich bin auch ein fauler Sack. Ich schreibe dann halt irgendwas und dann gucke ich erstmal noch wieder ein YouTube-Video oder guck mal irgendwie jetzt gerade habe ich eine große Leidenschaft für den Kollegen Jorgensen, der streamt nämlich Kingdom Come Deliverance 2 und da gucke ich tatsächlich sehr viel und sehr gerne mal rein. Dann ist plötzlich wieder eine halbe Stunde vorbei, wo ich mir eigentlich dachte, so, scheiße, hätte ich eigentlich jetzt produzieren können. Nee, auf jeden Fall nice, ja. Bei PC Games dauert das Ganze natürlich ein bisschen länger, vor allen Dingen, wenn ich da irgendwie so, also die richtig großen Großprojekte sind meine Retros, die ich bisher gemacht habe da. Also ich habe eins zu Gothic 2 gemacht. Ich war leider nicht pünktlich da, als Gothic 1 sein 20-jähriges Jubiläum hatte. Da habe ich wenige Monate, nicht mal,
wenige Wochen später angefangen. Deswegen konnte ich leider das hat dann ein Kollege von mir gemacht, das Retro zu Gothic 1, aber ich habe dann eben Gothic 2 und Gothic 2 die Nacht des Raben gemacht und habe eigentlich auch vor, Gothic 3 ein Retro zu machen, ein kleines Retro-Video dazu. Aber das ist viel Arbeit, weil ich halt da viel Zeit reinfließen lasse. Und Herzblut. Das kommt natürlich noch mit dazu. Aber ich versuche halt gerade in den Retros so ein bisschen auch halt diese Entwicklungsgeschichte und alles mit einfließen zu lassen. Und die ist gerade bei Gothic, bei Piranha Bytes, in den anfänglichen Piranha Bytes Sachen ist die Entwicklungsgeschichte meistens sehr abenteuerlich. Und das irgendwie alles mit in Worte dann zu gießen und versuchen halt dann nochmal alles irgendwie nichts Wichtiges zu vergessen. So, Und wo man sich einen denken Faden könnte. dabei zu haben. Ja, und dann noch einen Faden dabei zu haben, irgendwie so eine rote Linie zu folgen und dabei aber keine Details zu vergessen, die man jetzt irgendwie selber für wichtig hält, wo man sich denkt, so, das muss ich erwähnen, sonst brennt der Kommentarbereich. Das dauert dann schon echt lange. Also ich glaube, an dem Nacht des Raben Retro habe ich es klingt dramatischer, als es ist, aber da habe ich ein halbes Jahr vor Release vermutlich angefangen. Das ist dann immer sehr zerstückelte Arbeit, weil wir haben natürlich ein Tagesgeschäft bei PC Games, das heißt, wir haben tägliche Videos, die müssen produziert werden, die müssen eben eingesprochen werden und das ist eigentlich das Tagesgeschäft und wenn ich da dann mal Luft dazwischen habe, dann kann ich mich sowas widmen. So, ich habe aktuell auch wieder ein kleines Großprojekt, da kann ich leider noch nichts drüber sagen, aber es hat auch ein bisschen was mit Gothic zu tun, da freue ich mich schon sehr drauf. Deswegen, ja, also ihr könnt gerne bei PC Games mal vorbeischauen oder eben bei mir. Ich werde das sicherlich auch beim Gothic Guru mitverfolgen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Sehr nice, auf jeden Fall. Das Gothic 2 Video und nach das Raben-Retro habe ich tatsächlich gesehen. Aber ich wusste halt jetzt nicht, dass du das warst. Das ist tatsächlich. Ja, doch. Auf jeden Fall war es aber so interessant, dass ich es mir ganz angesehen habe. Das ist schön. Das ist gut. Gut zu wissen, weil ich glaube, es gibt keine anderen Magazine, die das gemacht haben. Ich glaube, da war PC Games das einzige, soweit ich mich erinnere. Also ich glaube, ich habe halt extra, ich habe sogar extra, Gothic 2 ist ja 2002, Gothic die Nacht des Raben war dann 2003. Ich habe halt extra im Gothic 2 Retro, habe ich mit Absicht die Nacht des Raben ausgeklammert, weil das halt, Nacht des Raben ist halt ein eigenes Video wert. Genau, ja. Das habe ich auch mir gedacht damals. Das fand ich so geil. Ja, der hat nicht nur Gothic 2 gemacht. Geil, nochmal Nacht des Raben. Ja. Genau, der Charity Stream hat geschrieben, Gothic Gurus Video wie bei GG Gothic ein Rollenspiel verbaut hat. Einem aus der Seele gesprochen. Gothic ein ganzes Genre verbaut. Er erwähnt irgendeinen deiner Videos oder was geht's da? Damit ich jetzt gerade den Faden habe. Oder weißt du es auch nicht, was er meint jetzt gerade? Ich glaube, er meint, er spielt auf dieses GG an, oder? Wahrscheinlich, also aber ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, ist ja auch ist ja schon spät. Ja. Genau, okay. So. Gut. Dann fangen wir jetzt mit dem Podcast an. Hurra! Wir sind soweit. Nach fast einer Stunde haben wir es geschafft, dorthin zu kommen. Dann fangen wir jetzt mit Gothic 1 an. Die ganzen Punkte kennst du ja. Dann beginnen wir mal damit, wie du über die Spielwelt von Gothic 1 denkst. Die Spielwelt von Gothic 1. Die Spielwelt von Gothic 1 ist, ich habe witzigerweise vor nicht allzu langer Zeit auch schon ein Video bei PC Games über die Spielwelt von Gothic gemacht. Das war damals eine Kolumne, weil ich immer noch finde, dass die Spielwelt in Gothic, also dass Gothic so ein Weltmeister ist, wenn man es so sagen will, was das Design von der Spielwelt angeht. Weil die haben es halt, also gerade damals, Gothic 1 war so ein Aha-Moment, einfach weil du halt eine Open World hattest. Das war halt damals einfach Novum. Ich überlege gerade, Gothic 1 kam ja im März 2001 raus. Im gleichen Jahr kam GTA 3, aber ich glaube, das kam später, oder? Und Morrowind? Morrowind, gab es das nicht auch schon? Morrowind hat ja fett Ladezeiten. Das ist stimmt, also, jedes Dungeon. Jedes scheiß Haus hat eine Ladezeit. Stimmt, und auch jede Stadt gab eine Jahrzeit. Oblivion aber auch. Also man hatte schon eine, glaube ich, Open World, das war Ultima 9 damals, aber ich sehe gerade, GTA 3 kam im Oktober 2001. Dementsprechend war
Gothic damals halt von der Open World einfach so was krass Neues. Mhm. Und sie schaffen es halt, ja, haben es halt damals einfach geschafft, so eine Welt hinzustellen. Jetzt nicht mal von den NPCs her oder von dem Inhalt, sondern einfach so eine Welt hinzustellen, die zwar kompakt ist, aber die sich trotzdem extrem weit anfühlt. Weil sie das Leveldesign so clever gemacht haben, dass du nie gemerkt hast, dass sie dich eigentlich gerade nur in Schnörkeln durch die Gegend schicken, wenn du von oben drauf gucken würdest. Mhm. Aber das fühlt sich als Spieler nicht so an. So, und du hast schon irgendwie so deine Distanzen, wenn du vom alten Lager zum neuen Lager gehst. Luftlinie ist das irgendwie eine Minute, wenn du mit der Kamera, ne, wenn du irgendwie Marvin-Mode anhast und drückst F6 und du fährst dann eben mit der freien Kamera durch die Gegend, dann bist du da in einer Minute höchstens da. Aber wenn du halt dann normal mit deiner Spielfigur aus dem alten Lager rausläufst und Richtung neues Lager läufst, dann bist du da schon 5 Minuten unterwegs vielleicht. Ja, dieses Ähm, Schichtensystem im Prinzip. ja, und das Mhm. ist, weil das halt alles so verschnörkelt ist, aber dazwischen stehen eben irgendwie so Berge und ähm, dann merkst du das als Spieler gar nicht. Das hat dann Gothic 2, ich weiß nicht, ob wir gleich weiterspringen zu Gothic 2, was das Spiel angeht, finde ich nochmal perfektioniert, weil die haben zwar mit Corines die Insel vergrößert, aber die war trotzdem jetzt nicht super gigantisch. Aber haben da nochmal ihr Weltdesign nochmal richtig viel verbessert. Ich habe da immer so als Beispiel den Weg vom Kloster zum Sonnenkreis. Und wenn du den mit der Luftlinie fährst, ist es ja nur vom Kloster aus einmal über die Bergkette und bist sofort da. Und wenn du aber zu Fuß läufst und sagen wir mal jetzt nicht abkürzt über den See am Kloster, sondern halt noch über Orlands Taverne läufst und dann den Waldweg dahinter nimmst, bist du da ewig unterwegs. Und es fühlt sich dann so an, als wärst du mitten in der Wildnis ähm, von Korinis, obwohl du eigentlich, wie gesagt, nur einen Sprung über die Bergkette bist. Da wäre dann wieder die Zivilisation. Das finde ich, das haben sie so gut gemacht. Da kann ich nur sagen, also Spielwelt fantastisch. Okay, jo, auf jeden Fall. So, aber dann kann ich dir nur zustimmen, bin ich ganz ehrlich. Ich Ja. finde es immer schon überragend, einfach dieses Design, dieses Schichtensystem, einfach, das ist viel mehr als es ist. Du hast im Prinzip allein in Jacken da, wenn du zum Beispiel die eine Stelle wo man nur mit einem Sprung rein kann und auch mit Sprung Ja, wieder raus kann zum Beispiel. Das ist ja ja, auch nur wegen dem Schichtensystem möglich. Du gehst hoch, dann ist da hinten ein Tempel, gehst runter, da ja. ist wieder was, dann ist eine Höhle dazwischen, dann ist da hinten um der Ecke noch ein Item. Also immer irgendwo was Und richtig es ist auch gut. immer so, also Mhm. Jagenda ist halt auch so schön miteinander verknüpft. So, du kannst dann halt entweder ähm, von den Wassermagiern oben in den Sumpf laufen und irgendwann erkundest du vielleicht den Sumpf und findest dann plötzlich dieses Höhlensystem. Und wo kommst du raus? Stehst du plötzlich im Canyon. So. Mhm. Ja. Ja, das ist so verbunden, das ist so schön verbunden auch in Mhm. der Kinder. Ja, ja. Du läufst vom Canyon da durch und bist plötzlich im Sumpf oder andersrum oder wie auch immer. Ja, ja. Das ist verdammt cool. Das Auf einzige jeden Coole Fall. wäre noch gewesen, wenn du vom Piratenlager irgendwie rausschwimmst ins Meer und dann in Korinnes wieder rauskommst. Das wäre lustig gewesen. Also so wie in Odyssey theoretisch. Ja. In der Mod Odyssey geht das ja theoretisch. Hm. Ach, apropos, weil wir vorhin über die Zeitschriften geredet haben, über die DVDs, da waren ja auch oft einfach Mods von Gothic 2 und so drauf auf den CDs oder Gothic Stimmt, 1. ja. Ja. Das, wenn man es, wo ich früher kein Internet hatte, war das geil für mich so. Geil, Velaya ausprobiert das erste Mal und so, zum Hm. Beispiel. Ja, okay. Gut. Wie findest du den Fantasy-Style in Gothic 1? Der ist ja schon mal anders als in Gothic 2. Fangen wir also damit an. Ähm, ich finde den Fantasy-Style grundsätzlich über die ganze Gothic-Reihe einfach sehr cool, weil sie einen anderen Ansatz fahren. Man merkt in Gothic 1 aber schon noch, dass es so noch rough war. Also es war noch so ein bisschen roh, ungeschliffen. Du sagst ja schon, es wird dann schon mit Gothic 2 ändert sich das auch ein bisschen noch mehr ab. Es war halt Gothic 1 einfach noch nicht so krass klassische Fantasy. Was auch für Gothic 2 irgendwie nichts Schlechtes ist. So, also ähm, ich fand die Idee mit diesem Schläfer und mit diesem, ja, quasi Cthulhu-Tentakelvieh
diesem Erzdämon eigentlich cool. Und es ist auch halt so eine Situation, die irgendwie nicht so viele machen. Irgendwie. So richtige Fantasy-Rollenspiele gibt es zwar mittlerweile jetzt wieder mehr, aber ich weiß nicht, ich fand irgendwie diese Konstellation und diesen Aufbau der Welt mit der magischen Barriere, das zeigt dir halt schon mal, da gibt es Magie und auch gar nicht mal nur so subtile, sondern halt so richtig in die Fresse Feuerball-Magie. So ein Feuerball-Junge. Genau. Ja. Also von daher, ich find die Fantasy-Welt in Gothic 1 anders, aber cool. Weiß nicht, ob man weiß, was ich damit sagen will. Ja, verglichen zu, keine Ahnung, was weiß ich, es gibt ja nochmal Herr der Ringe-Fantasy, dann gibt es so Feen-Fantasy Ja. und solche Ja. Sachen. Das sind ja nochmal andere. Das Sachen ist halt Low Fantasy, ist halt Ja. so düster, dunkel, ne? Es ist ein Freiluftknast, da sitzen nur Männer drin. Alle Frauen, die da drin sind Sexsklaven. Ob das, das vielleicht heute könnte man durchaus mehr draus machen. Coole Sachen auch. Also ich will jetzt hier nicht die Vogue-Kiste irgendwie aufmachen. Da habe ich auch nichts dagegen. Also, den kann man gerne tun. Und ich glaube aber halt einfach, dass man beispielsweise eben mit Velaya, da gibt es nun, es gab ja nun eine Mod schon draus, die was mit dem Charakter gemacht hat. Und ich glaube, in einem Remake beispielsweise, ich bin gespannt, ob man da, wie man dieses Thema anfasst, ob sie dabei bleiben und sagen, Sexsklaven hier, Sklavinnen und die dürfen nichts sagen oder dürfen sagen, du darfst nicht mit mir reden. Oder ob die vielleicht ein bisschen mehr Charakter bekommen. Ich würde es cool finden, wenn die ein bisschen mehr Substanz bekommen beispielsweise. Aber grundsätzlich, ich bin abgeschwiffen. Es ist halt rough, es ist halt roh, es ist halt Dark Fantasy und den Ansatz, den man da gefahren ist, den finde ich grundsätzlich auch cool. Ich meine, wir können ja jetzt wollen wir gleich zu Gothic 2 und 3 übergehen, oder? Ja, wir machen das so Schritt für Schritt ein bisschen. Okay, so. Gut. Genau. Ja, ich will dir nicht die Kontrolle hier entreißen. Nein, alles gut. Nee, auf jeden Fall, aber das mit dem Sklaven finde ich auch eigentlich, ob man die vielleicht zumindest irgendwie dann, wenn man alle auslöscht im alten Lager, ob man vielleicht die befreien kann oder sowas, keine Ahnung. Irgendwas in der Art. So. Zum Beispiel, ja. Es macht ja eigentlich Sinn, dass die werden ja geliefert. Das ist ja jetzt nichts gegen Frauen oder so, das ist halt einfach, weil die Welt so ist. Ja, aber sie sagen ja auch, das sind auch Straftäterinnen. Ja. Das sind auch Gefangene. So, und deswegen, klar, wenn das Gefangene sind, dann haben die auch irgendwas auf dem Kerbholz. Ja. Wie gesagt, die sind halt keine netten. Wenn die plötzlich jetzt da voll frei wären und so, würde es irgendwie nicht passen, finde ich. Ja. Das würde gar nicht mehr zu der Welt passen. Außer, dass es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, eine Frau von irgendeinem hohen Tier, von Lee oder was auch immer, wenn es sowas gäbe, aber das wäre wieder, dann plötzlich haben die eine Frau oder so. Ja, oder sie können ja auch abgehauen sein. Ja. Sie können ja auch irgendwie geflohen sein und sich dann irgendwo halt verschanzt haben oder so, versteckt haben. Ja, genau so. Irgendwie sowas. Ja, genau. Okay. Dann die Glaubwürdigkeit von Gothic 1. Die Glaubwürdigkeit. Wie sehr kaufst du es ab im Prinzip, was da passiert? Naja, schon sehr, aber das kommt halt auch viel auf die Stimmung ab, die da vermittelt wird. Ich glaube, da machen es halt viel die Dialoge. Ich bin ein Mensch, der sehr viel sagen wir es mal anders. Ich formuliere es mal anders. Gothic 1 hat mir damals gezeigt, wie geil doch eine komplette Sprachausgabe ist, die auch noch so qualitativ hochwertig ist, dass ich dann beispielsweise Morrowind nicht mehr spielen konnte, weil das ja ein Textbuch ist, bis zum geht nicht mehr. Ja, du musst alles lesen, das hat mich so genervt. Und das hat mich dann, also weil ich Gothic zuerst gespielt habe, hat mich das dann so unfassbar genervt. Und ich dachte, vertont das doch. Was ist denn hier los? Das muss ich ja lesen. Wir haben ja irgendwie nur einen Satz eingesprochen pro Dialog. Und das geht ja gar nicht. Ja, die Waffen können dich ansprechen, auch einfach so. Und deswegen, das zeigt mir halt einfach, dass dadurch so viel gewonnen werden kann durch eine gute Sprachausgabe, nämlich die Glaubwürdigkeit, wo wir jetzt, um zurück zum Thema zu kommen, die reden halt normal mit mir. So, die reden nicht irgendwie geschwollen, gestochen, in irgendeinem komischen, keine Ahnung, vielleicht in der Übersetzung irgendwie
komisch übersetzten Deutsch, sondern das sind halt, es sind halt Ruhrpottler, ne? Und die reden halt, Mhm. wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und ich mag das sehr. Und ich find das sehr, sehr gut. Und nur wenige deutsche Synchros schaffen das. Ich war jetzt beispielsweise, ich habe Kingdom Come Deliverance 2 für PC Games getestet. Und das hat eine hervorragende deutsche Sprachausgabe. Bis auf so wenige, 1, 2, 3 Rollen, die so einen seltsamen aufgesetzten Dialekt haben, der einfach, da merkt man einfach, dass der Sprecher das irgendwie, der hat den Dialekt normalerweise nicht. Mhm. Und versucht ihn jetzt aber zu imitieren und man merkt, dass das nicht klappt. Aber der Rest ist erste Sahne, so gut vertont. Und das ist auch so natürlich übersetzt und natürliche Dialoge. Und das macht die Welt einfach so glaubwürdig. Plus dann halt natürlich die ganzen Systeme wie die Tagesabläufe und die Leben dieser Charaktere. Weil ich habe immer so, das ist für mich immer so ein Qualitätsmerkmal, wenn ich in so eine Open World reinkomme und schon das Gefühl habe, dass diese Welt auch ohne mich existiert. Also ich komme da einfach nur rein, aber ich komme Mhm. halt dazu, wenn gerade der Schmied, wenn Huno irgendwie gerade aufgestanden ist und jetzt erstmal seiner Arbeit nachgeht, nämlich in seiner Schmiede arbeiten. Und ich komme da halt angelatscht und laber den irgendwie einen Toast ans Ohr. Ähm, und das verleiht mir das Gefühl von Glaubwürdigkeit in so einer Welt. Ja, das kann ich auch vollkommen verstehen. Ich meine, alleine, wenn man Bodo Henkels Hm. Sprachausgabe von, wie gesagt, Ja. einmal Xardas, dann Zuris, der spricht ja auch den Zuris. Ja, deswegen bin ich auch Und so gespannt auf ja. die Sprachausgabe für das Remake. Wir wissen ja nun mittlerweile, es werden Stimmen Mhm. ausgetauscht. Diego hat eine neue Stimme bekommen und ich Mhm. bin da, ich verfolge die Diskussion. Ich sehe, dass es Leute gibt, die das begrüßen. Ich sehe Leute, die da beinhart dagegen sind und lieber eine Text-to-Speech-Sprachausgabe haben wollen, die irgendwie mit den alten Aufnahmen sind. Ich bin eher auf der anderen Seite. Ich sage, neue Stimmen gerne, aber die müssen halt wirklich mit so einem Aufwand bitte gemacht sein und mit so einem Herzblut wie damals. So, Ja. also mit so einem Aufwand, wie ich ihn jetzt bei Kingdom Come gesehen habe, das Mhm. zeigt mir, es geht auch heute noch. Und deswegen hoffe ich, dass PlayOn, also Deep Silver und THQ, die sind ja unter dem gleichen Dach von Embracer, deswegen hoffe ich, dass da vielleicht irgendwie was überschwappt. Und dass sie sich bewusst sind, wie viel die Sprachausgabe in dem Gothic Remake wert ist. Und dass sie da einfach gute Stimmen Mhm. finden, die Gothic in eine neue Generation holen. Weil Mhm. wurde ja auch schon angedeutet, wenn das Gothic Remake gut läuft, dann wird auch ein Gothic 2 geremaked. Und dann Ja. kann ich es auch verstehen, dass man dann einfach neue Stimmen haben will und die dann auch für die Zukunft sicher sind. Nee, das verstehe ich auch. Und Bodo Henkel wurde ja schon vor einem Jahr oder so angeschrieben, dass er halt, dass er wieder Xardas spricht und Ja, so. Aber die ja, Frage ja. ist halt, im Moment ist er auch immer noch der Befürchtung, dass er nicht für sich sprechen darf, weil er bis jetzt wieder keine weiteren Nachrichten dazu hat. Ja. Ja, Und er ja, hat ich auch. hatte das einmal gesehen, da hat er einmal irgendwas drunter gepostet unter irgendeinem Kommentar. Ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war. Und das klang aber so, als hat er so formuliert, dass man der Meinung hätte sein können, er ist es wieder. Da hatte ich nämlich auch ein Video drüber gemacht und da hat er mich auch angeschrieben und meinte so, naja, da ist noch nichts sicher und so. Und ich dachte so, okay, sorry. Ich halt Berichtigungen auch mit drunter gepostet, so, dass er jetzt sich bei mir gemeldet hat, aber ähm, das klang halt schon so. Aber ja, ich kann es auch da natürlich verstehen, weil Bodo Henkel ist nun mal auch nicht mehr der Älteste. Der würde schon noch für den Xardas auf jeden Fall gehen. Sein Stimmalter passt ja zu dem alten Magier. Aber klar, wir haben jetzt 2025, das Remake wurde angefangen 2020 wirklich voll entwickelt zu werden. Das sind 5 Jahre. So, wie lange braucht das Remake vom zweiten Teil? Oder dann vielleicht vom dritten Teil? Das sind halt mindestens noch locker mal mindestens 12 weitere Jahre, wenn alles gut läuft, ähm, wo ein Bodo Henkel halt weiter sprechen müsste. Und das ist halt in so einem hohen Alter, also ich will ihm da nichts absprechen und vielleicht macht es auch bis 120. Ähm, und das würde ich ihm auch wünschen, aber du kannst es dir halt nicht sicher sein. Genau, aber zumindest hat er gesagt, er würde gerne noch lange, lange weitermachen.
selber weitermachen, statt in Rente zu Und gehen. es sei Das hat ihm er auch gegönnt. gesagt, Es ja. sei ihm gegönnt. Also Ja. er hat ja immer noch eine fantastische Stimme und hat er jetzt letztens auch erst für Pappnase das Buch eingesprochen. Und das macht er, also die Stimme ist immer noch der Hammer. Nee, auf jeden Fall. Und er hat ja, wie gesagt, die Bestätigung, dass er halt dabei ist, war ja bei meinem Interview. Aber im Nachhinein war er sich nicht sicher, wo du ihn ja dann gefragt hattest, wahrscheinlich in dem Moment. Und das weiß ich ja auch von ihm selber. Ich bin ja persönlich mit ihm in Kontakt. Ich weiß das halt auch. Ja. Und deswegen hat er jetzt Angst. Aber vielleicht sehen wir, anscheinend soll ja im März richtig die Arbeiten losgehen. Vielleicht wissen wir dann mehr. Er wird mir auf jeden Fall Bescheid sagen, hat er so oder so gesagt dann diesbezüglich. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich bin auch gespannt, ob sie noch weitere Abstimmungen machen. Also ob Diegos Stimme so halt ein einziges oder einmaliges Goodie für die Community war oder ob sie beispielsweise auch über die Stimme vom Helden entscheiden lassen. Ja. Bei der Stimme des Helden ist ja auch noch gar nicht klar, ob jetzt jemand Neues kommt oder ob der Alte doch vielleicht doch widerspricht. Weil mal wurde was gesagt, nee, macht er nicht. Dann wurde wieder gesagt, er macht es. Ich glaube, das letzte war das Interview, was Reinhard Police im Dezember bei der Gamestar gegeben hat. Und da klang es eher so, dass er es nicht, dass sie neue Stimmen suchen wollen. Okay. Neue Stimmen haben wollen. Verstehe, ja. Schauen wir mal. Ja. So, wo waren denn stehen geblieben? Glaubwürdigkeit waren wir stehen geblieben, ja. Gut, dann gehen wir jetzt zum Kampfsystem. Von Gothic 1. Das Kampfsystem, ja, es ist eigen. Ich bin jemand, der es allgemein immer mit der Tastatur komplett spielt. Also ich bin auch wenn es die Maussteuerung gibt, ich habe Gothic 1 und 2 nie mit Maus gespielt, weil ich finde, die Tastatursteuerung geht, aber sie ist natürlich auch störrisch. Ich bin meistens ein Einhandkämpfer, der draufhaut. Und das geht mal gut und mal nicht, aber da muss ich halt schon immer ein bisschen tanken. Der Tanky halt. Sehr gut. Sehr schön. Okay. Aber das macht, um zum nächsten Ding zu gehen, der Schwierigkeitsgrad ist halt, das macht es dann halt schon manchmal schon auch ein bisschen schwer. Vor allen Dingen für Klein Carlo, der damals es irgendwie noch nicht so ganz gereilt hat, wie es geht. Der dann doch das mal Problem hatte irgendwie ich damals auch den God-Mode angemacht haben muss, weil er nicht weitergekommen ist. Ich habe auch lange gebraucht, mich daran zu gewöhnen, aber dann ging es irgendwann. Aber ich habe mit der Maus gespielt tatsächlich dann auch. Und nicht nur mit habe ich nie gemacht. Ich habe dann halt Gothic 3, weil das war dann wirklich darauf ausgelegt, auf die Maussteuerung. Aber Gothic 1 und 2 habe ich immer knallhart und das mache ich auch weiterhin knallhart, immer mit der Tastatur. Es sei denn, ich spiele es auf der Switch. Da spiele ich natürlich mit dem Controller. Da habe ich auch gespielt, ja, der 1 und 2. Es überrascht mich gar nicht, wie gut die Steuerung ist, weil ich immer gesagt habe, ich habe es immer wieder mal gehört, dass die Steuerung eigentlich damals gedacht war, dass man eine Controller-Steuerung auf die Tastatur umlegt. Das war so die Intention von den Entwicklern damals. Und genau deswegen dachte ich mir immer, es müsste eigentlich total gut spielbar auf dem Controller sein. Und genau das ist es. Ich finde es total super, wie es sich mit dem Controller steuern lässt. Ich fand es nur gewöhnungsbedürftig mit der Magie, weil es irgendwie dass du nicht immer die Magie schießt irgendwie beim Controller. Das hat mich genervt. Gothic 1 ging eigentlich problemlos alles immer. Aber bei der Gothic 2 Nacht des Raben, bei der Switch-Version, da hat er manchmal einfach die Feuerbälle nicht geschossen und dann sterbe ich halt dann. Weil ich muss spammen meistens, um in eine Sache zu killen im Early Game. Ja, das Gothic 2-Ding war so, ich habe die Switch-Version auch getestet für PC Games und bei Gothic 1 ist mir das ein halbes Spiel auseinandergefallen. Das wurde dann von mir auch dementsprechend abgestraft. Ich habe Gothic 2 dann wesentlich besser bewertet, obwohl ich dann auch im Nachhinein dann gemerkt habe, dass da auch schon noch einiges kaputt war. Es ist mir halt nur in diesem Playthrough, den ich dann gemacht habe, während des Tests nicht so aufgefallen. Aber jetzt, als ich es auch mal wieder so gespielt habe, hatte ich jetzt zum Beispiel in der Switch-Version von Gothic 2 auch einen fetten Game-Breaking-Bug. Also ich habe einen Spielstand, den kann ich nicht mehr weiterspielen, weil das 3. Kapitel nicht getriggert wird. Sondern das Spiel stürzt ab. Keine Ahnung, ich habe das, vielleicht habe ich es irgendwie in einer komischen Reihenfolge gespielt, weil ich mal im 2. Kapitel nicht erst nach Jarkenda gehen wollte, sondern erst ins Minental.
und dann nach Jaqen-Dar, also im 3. Kapitel nach Jaqen-Dar. Und vielleicht hat das irgendwie was durcheinander gebracht innen drin. Auf jeden Fall kann ich, wenn ich durch die verlassene Mine wieder zurück nach Khorinis möchte, hängt sich das Spiel im Ladebildschirm auf und ja, das war's dann. Okay, das ist mir noch nicht passiert tatsächlich. Hast du es versucht zu fixen mit dem Marvin-Mode schnell? Habe ich versucht tatsächlich. Ich habe versucht mit dem Story Helper das Kapitel zu triggern, aber das ging auch nicht. Also es hat dann zwar mir angezeigt, hier 3. Kapitel, aber ich bin dann und konnte dann tatsächlich auch nach Khorinis rüberwechseln, aber in Khorinis war das 3. Kapitel nicht ausgelöst. Also es ging nicht. Da waren keine Suchenden oder irgendwas. Also es ist wirklich komplett hinüber. Wow, ich hatte bei Gothic 1 zum Beispiel gar keine Probleme gehabt. Ja, hab's direkt bei Release gespielt, nicht ein Problem. Das einzige war der Unterhosenläster, das war das Einzige, was mir passiert ist. Aber alles andere, ich dachte mir so, alle anderen haben ohne Ende Bugs, jeder beleidigt dieses Spiel. Und bei mir ist das ganze Playthrough, ich habe auch jeden Tag ein Let's Play hochgeladen davon, nichts passiert, nichts, alles Probleme. Ja, witzig. Und ich habe mir so gedacht, wie gesagt, alle Probleme. Und da habe ich bei Gothic 2 aber auch keine Probleme, erst als ich den Magier Run viel später gemacht habe, hatte ich Probleme. Aber auch nur wegen das war bei mir übrigens auch ein Magier Run. Als das Spiel, was bei mir nicht mehr funktioniert, war auch ein Magier Run. In Gothic 1 hatte ich auch die Charaktere, die irgendwie in der Luft geschwebt sind und dann runtergefallen sind und dann tot waren. So, ja, das geht so nicht, Freunde. Ich hatte einen Feldräuber, der auf den Baum geklettert ist. Das war aber lustig. Das habe ich aufgenommen und als Short gepostet in TikTok und YouTube. Dann habe ich das hat so ausgesehen, als ob der hat so Schiss, so, oh, hoffentlich sieht er mich nicht. Und dann habe ich die Feuerfall nach oben gemacht und ihn getötet. Weil man könnte ja wirklich so denken, so, der hat jetzt gerade meine ganzen Kameraden verbrannt. Ich sollte abhauen. Ja. Und dann so auf dem Baum, so wirklich, das war so gut. Auch was Lustiges ist passiert. Ich bin mit Skeletten rumgelaufen, war komplett vertieft im Reden mit den Viewern. Und plötzlich höre ich die Skelette töten irgendwas und ich so, oh scheiße, die Skelette töten die Bauern hinter mir. So. Ich habe vergessen, sie wegzumachen. Aggression war dann abgeschlachtet irgendwie. Ja, aber ich habe Level Up bekommen, da habe ich gesagt, naja, wenigstens ein Level Up. Wenigstens das, ja, hat sich wenigstens gelohnt. Gelohnt, ja. Blutbad, aber hat sich gelohnt. Ich war ja nicht der Mörder, alles gut. Vatras war ja nicht sauer, Vatras hat nichts gesagt. Sehr gut, okay. Der namenlose Held jetzt. Der namenlose Held? Ja, wie findest du ihn in Gothic 1? Ich finde, der namenlose Held verändert sich gar nicht so viel, auch über alle 3 Teile. Er ist halt ein schlagfertiger Typ und ich mag halt diesen leicht sarkastischen und leicht ironischen Unterton, den er in der Stimme hat. Da hat Christian Wewerka auch einen fantastischen Job gemacht, muss man wirklich mal sagen. Auch das wird schwer wieder einzufangen von einem neuen Sprecher. Aber nicht unmöglich, würde ich dazu sagen. Deswegen, ich mag ihn eigentlich. Ich mag ihn, er ist mir so ans Herz gewachsen. Ich mag seine Art, vielleicht auch so ein bisschen was ich mir angeeignet oder versucht habe anzueignen. So ein bisschen diese leicht ironische, leicht sarkastische Note, die er da reinbringt. Nee, kann ich verstehen. Und du kannst auch den Helden trotzdem so spielen, wie du willst. Du kannst auch das größte Arschloch sein, wenn du es möchtest. Das stimmt, ja. Oder du könntest aus Versehen einen Feuerregen zünden. Kann ja auch mal passieren. Im Hafen. Aus Versehen. Aber da musst du ja nur ganz kurz zum Lot anderen sagen, ja, scheiße gebaut, ja. Zahl 300 Goldstücke, let's go. Ja, das ist noch billig, weißt du, in Kingdom Come Deliverance, da bringst du ein paar Leutchen um, da hast du plötzlich 8000 Groschen auf der Rechnung. Ja, da ist die Inflation schon in Kingdom Come Deliverance 2 so hoch. Ja, deswegen. Ja. Ich habe letztes Jahr nur Kingdom Come Deliverance diese Version auf der Gamescom nur gespielt, da am Anfang ein bisschen. Er ist ein hervorragendes Spiel, aber darum geht es ja nicht heute hier. Aber es kommt immer so nebenbei. Genau, wie findest du die Geschichte in Gothic 1? Ich finde die Geschichte tatsächlich in dem Sinne cool, weil es so Twists drin hat, die ich einfach nicht. Ich mag das einfach total, weil schönes Beispiel ist da die Bruderschaft des Schläfers, die, wenn du da reingeschmissen wirst, ist so eine der ersten Sachen, die du hörst von Diego und von allen anderen im alten Lager, das sind halt Spinner. Das sind halt irgendwelche Sektenspinner, die irgend so einen komischen Typen oder irgend so ein Vieh anbeten oder irgend so einen ominösen Gott. So, und dann du denkst dir halt, wenn du das spielst, so, ja, okay.
Okay, sie haben sogar ein eigenes Lager. Naja, gut. Aber ich finde halt diesen Twist so geil, dass sie ja recht haben. Den gibt's wirklich. So, ich bin nun ein Atheist, weißt du? Ich bin jemand, der sagt so, okay, Gott ist naja. So, und deswegen bin ich genauso an die Bruderschaft des Schläfers angegangen und dachte so, ja, genau, euer Gott, der existiert bestimmt total echt in Wirklichkeit. Und dann tut es tatsächlich. Ja, das sind halt die Zeugen, das sind die Zeugen des Schläfers, ja. Ja. Fand ich, das finde ich sehr, sehr cool an der Geschichte. Ich finde aber auch, wenn man sich so ein bisschen mit der Entwicklungsgeschichte und dem ursprünglichen Design oder der ursprünglichen Idee dahinter auseinandersetzt, ist auch unfassbar schade, wie viel dann am Ende halt doch rausgeflogen ist und was für coole Ideen die hatten. Die hatten ja so im Laufe des Spiels sollten ja so bestimmte Dinge passieren. Davon hat es am Ende nur oder nee, anders. Im Laufe des Spiels sollten eigentlich mehrere Anrufungen des Schläfers passieren. Und dann mit jeder Anrufung sollte die Welt des Minentals immer mehr ins Chaos gestürzt werden. So, und eine Auswirkung, die davon ist quasi nur noch ins fertige Spiel gebracht hat, ist der Einsturz der alten Mine. Das sollte eigentlich auch mal so ein Event gewesen sein, das passiert, wenn so eine Anrufung an den Schläfer gewesen wäre. Und da sind so viele Dinge, die einfach da nicht mit reingekommen sind. Das ist einfach so schade. Ja, es war ja auch mal so eine Art Diablo-System, nenne ich es jetzt mal, geplant, dass es mehrere Eingänge oder mehrere Zugänge zum Schläfertempel gegeben hätte. Und zwar über die Minen im Minental. Und dass es da dann eben verschiedene Ebenen gegeben hätte, die dann vermutlich einfach immer wie in Diablo so, dass die dann immer so immer mehr so zur Hölle geworden wären, also immer mehr so abgefahren gewesen wären, bis du dann eben im Tempel des Schläfers bist und da geht's dann halt richtig ab. Und ich fand das so eine coole Idee, dass du halt dadurch, dass du dich ja dann wahrscheinlich eben den Lagern angeschlossen hättest, dann eben Zugang zu den jeweiligen Minen hättest und dich da dann immer weiter nach unten gearbeitet hättest und dass du dann immer so an dem Punkt rausgekommen bist. Ich finde die Idee cool. Gibt sogar noch Designdokumente, die das so aufzeichnen, wie dann eben du hast die verschiedenen Eingänge und du hast dann die verschiedenen Ebenen und die führen dann am Ende unten im Untergrund an einen Ort. Und ja, von daher, es ist cool, was sie tatsächlich noch draus gemacht haben im Endeffekt. Der aktuelle Stay Forever Podcast von Gunnar Lott und Christian Schmidt, ich weiß nicht, ob ihr den alle schon gehört habt, der beschäftigt sich ja auch mit Gothic und da haben sie auch die Entwickler von damals, Mike Hoge und so zu Gast und er hat halt auch nochmal gesagt, dass dieses ganze fucking Spiel quasi in den letzten 4 Monaten entstanden ist. Weil sie vorher an ihrer Technik rumgebastelt haben, weil sie vorher die Bausteine so für sich entwickelt haben. Aber halt die größte Zeit und die meiste Zeit dieser 4 Jahre, die es gedauert hat, das Spiel zu entwickeln, haben sie damit verbracht, rumzuexperimentieren. Was geht und was geht nicht. Und dann haben sie dieses ganze verdammte Spiel in 4 Monaten zusammengekloppt und dadurch ist dann aber auch wahrscheinlich einfach so viel an coolen Inhalten hinten runtergefallen. Deswegen, sie ist cool, die Geschichte in Gothic 1, aber mir blutet das Herz, weil ich weiß, was da hätte auch noch alles sein können. Ja, das ist aber wirklich traurig. Ja. Oder wie heißt die Version von Gothic 1, die Gothic 2, was eigentlich vor Gothic 2 erscheinen sollte, was sie erst entwickeln wollten? Das Gothic Sequel. Genau, ja. Genau, das Sequel ist ja auch nie so erschienen und die Geschichte ist im Prinzip komplett anders als geplant. Ja. Ich meine, ich bin dann auch recht froh, dass sie dann Gothic 2 draus gemacht haben, nicht das Gothic Sequel, obwohl das ist sicherlich auch spannend gewesen. Oder wäre sicherlich auch spannend gewesen. Wenn es fertig wäre, wäre es bestimmt viel spannender. Was wir kennen, ist ja überhaupt nicht poliert, nichts und da ist ja nichts vollkommen. Das könnte schon gut gewesen. Ja. Man weiß es nie. Vielleicht wäre es doch das Bessere. Man weiß es nicht im Nachhinein. Wenn es wirklich fertig wäre, vielleicht wäre es ja besser. Wissen wir alle nicht. Keine Ahnung. Glaube ich nicht im Moment. Weiß man nicht. Ich glaube es auch nicht, einfach weil Mike Hogan nicht mit dran gearbeitet hätte.
Ja, der hatte ja ein eigenes Mhm. Projekt dann für eine Zeit, Ja, das ein Elex sozusagen anderes. von damals. Ja, genau, ist dann erst wieder zurückgeswitcht Mhm. und ich glaube, ich will es ja jetzt auch dem Gothic Remake nicht absprechen, dass sie das schaffen, diese Essenz und diesen Geist einzufangen. Aber gerade damals hatte einfach Mike Hoge die Idee und wusste, wie die Welt funktioniert. Mhm. Ja, auf jeden Fall. So, dann gehen wir zu Gothic 1 Easter Eggs. Was kennst du ein schönes? Ich kenne ich kenne das die Sterne, die im Himmel stehen. Ach, wie heißen sie? Die KSO? Kairo, oder? Nee, Nee, KSO oder KCD KSO, oder ja. irgendwie sowas. Ja, irgendwas in der Art. KSO, genau. Das ist ein alter Counter-Strike-Clan, Mhm. wo vermutlich Kairo im Metall war. Das wird so gemunkelt. Ja. Kenne die Anspielung an Herr der Ringe. Es gibt ja oder gibt es das noch? Ich weiß gar nicht, ob das im fertigen Spiel drin ist oder ob das in einer von den Alphas noch mit drin war. Kannst du ja irgendwie so Mithril-Rüstungen, die ist auch nie, die haben es nicht in das fertige laufende Spiel gebracht, aber die kannst du dir, glaube ich, noch so hercheaten. Mhm. Kannst du irgendwie so eine Magierrüstung, die heißt Mithril-Rüstung oder Mhm. ähm, sollte auch mal Zwerge geben in der Welt von Gothic. Da gibt es einen Dialog von Xardas, der dann sagt, dass ich glaube, die Erzrüstung irgendwie von Zwergen oder entweder die Erzrüstung oder Orizil irgendwie von Mhm. Zwergen angefertigt wäre. Ja, so einige Sachen kenne ich da schon noch, ja. Das ist ein Ey, jetzt interessanter Ansatz. aus dem Ja. FF weiß ich es gar nicht, jetzt gerade alles genauso, aber ja, so ein paar Sachen. Aber das ist ja ein Ansatz, habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja cool. Dass die Ja, 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 Zwerge ja. diese mächtigen Gegenstände erstellt haben, sozusagen. Ja, ich meine, die Zwerge gibt es dann natürlich nicht mehr, Ja, die haben es dann nie mit in die Welt geschafft, in den Kanon, aber ja, oder ja. halt, keine Ahnung, dass der Matt irgendwie Nils Ruf Ja, ist oder dass der Baal Netbeck, dieser eine Spielejournalist von damals ist, der Joachim Nettelbeck und so, ja, es gibt so ein auch paar diesen einen Sachen. Guru, der so verrückt ist im Sumpf, der immer denkt, dass er der König des Sumpfes ist. Der so alleine Ja, lebt dort im Sumpf. ja, das ist, glaube ich, der Netbeck. Ja, okay, dann ja. Der Genau. den Wald in eine gigantische Blumenwiese Ja, verwandeln möchte. ja. Da gibt es ja auch noch den einen, der im Berg da, diesen, Der Gilbert, ja. ja, genau, ja. Gilbert, Der stimmt. ja auch in Gothic 2 einen Brief noch liegen lassen hat, dort den er geschrieben hat. Mhm. Wenn man da wieder hingeht. Was ich auch cool finde, einfach eine Anspielung auf Ja. damals. Was ist aus ihm geworden? Das ist die Frage. Ja. Vielleicht hat ihn der Mighty Alien Dwarf mitgenommen. Oh, aber dann hat er doch Glück. Der hat die interessantesten Geschichten. Mhm. Ja, okay. So, dann fangen wir jetzt, kommt jetzt noch mit dem. Welchen Lager würdest du dich mit deinen körperlichen Fähigkeiten, die du hast, Meinen körperlichen anschließen? Fähigkeiten. Also mit wirklich Boah. körperlich, nicht was du wünschen würdest, sondern wirklich, welchen Lager würdest du dich anschließen, wenn du genau so jetzt wärst? Wenn du so jetzt in die Welt spawnst, keine Ahnung, reincarnated in der Gothic World oder so bist du dann. Das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade. Ja, ne, dann würde ich, glaube ich, eher meinem Namen, meinem Nickname alle Ehre machen und zum Sumpflager gehen und Guru werden, weil dann kann ich den ganzen Tag nichts sagen. Und die Leute dürfen mich auch nicht ansprechen, weil dann nerven die mich auch nicht. Und nur die Leute, die ich cool finde, die kann ich ansprechen. Ey, das ist ja eine Also, coole Idee. Erstmal musst du bis dahin kommen, aber an sich ist es ja auch nicht gefährlich. ja, Wenn du einfach das nur krieg ich schon Pflanzen hin. sammeln gehst bis dahin oder sowas in der Art. Ich wollte gerade sagen. Das ist ja dann nicht gefährlich. Das habe ich auch immer gesagt. Ich sage immer, Sumpflager ist da wirklich die beste Alternative, wenn du eigentlich im Prinzip sonst nichts Wenn du so ein richtig Lauch bist, hinkriegst. wie. Ja, Ja, genau. wie gesagt, das ist genau. Weil im Prinzip Koch zu werden ist unwahrscheinlich. Es gibt wenig Köche immer in den Lagern. Das heißt, Ja, ich du habe bist in halt kurz der Welt überlegt, schwer. so, okay, vielleicht Schmied, aber da gibt es auch nur die Schmiede von Huno und die Schmiede in der alten Burg. Aber Und da musst du auch richtig Kraft dahinter haben man dafür. muss Das auch ist Kraft halt. dahinter haben, ja, aber ich mag so das Schmieden in Ja, Spielen, weil ja. ich mag zum Beispiel auch das Schmiedesystem jetzt in Kingdom Come Deliverance 2, das ist so geil ausgearbeitet, wo du jeden Hammerschlag selber setzen musst. Das Ach, gefällt mir geil. sehr gern.
Also ähnlich wie ein Äh, Fable, nur ausgereifter wahrscheinlich, oder? Ja, du musst halt wirklich, Ja, ja. du musst das Eisen heiß machen auf die richtige Ja. Temperatur, damit es richtig Mhm. glüht und nicht zu heiß, aber nicht zu kalt ist. Und dann musst du halt im Takt, dann musst du halt jeden Hammerschlag mit dem Controller, also mit dem Maus, mit der Maustaste selber setzen und du musst dann auch die Position deines Hammers verändern und du musst im Takt schlagen, so, währenddessen kühlt das Eisen wieder ab, du musst wieder zurücklaufen, das Eisen wieder heiß. Ah, toll, 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 toll. Das ist wirklich cool, hört sich geil an, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, Nee, auf jeden ja, Fall ja. hast du recht. Ja, aber ich glaube, Guru ist die entspanntere Wahl. Ja, ja, genau, du musst jetzt erstmal dann, wie gesagt, dann natürlich mit dir einarbeiten. Aber an sich auf jeden Fall der Ja, das Plan. ist ein bisschen zu tun, als würde ich, oh, der Schläfer hat mir eine Vision Ja, geschenkt. so wie mit Lester, wenn du mit ihm redest, ja. Ja, genau, so, So, easy. oh, Das ich ist hatte eine Ferien. Vision des Schläfers, ja. Und Ja, ja, da hat siehst er du. zu mir gesprochen und der andere sofort so, oh, Weißt du, du hattest eine Vision. wie schnell die den namenlosen Helden gesagt haben, oh cool, der ist cool, den nehmen wir in unsere Reihen als Novizen auf. Da renne ich dir da durch. Dann Ja. renne ich durch die Ränke des Sumpflagers durch und werde Guru. Easy. Ja, das hört sich geil an, ja. Auf jeden Fall. Gut. Bei der Spielwelt waren wir schon bei Gothic 2 durch. Wie findest du den Mhm. Fantasy-Style in Gothic 2? Weil es ja nochmal ein bisschen anders als in Gothic 1. Ja, es ist halt mehr klassische Fantasy, aber ich finde das halt auch nicht, ich habe es ja schon gesagt, ich finde es grundsätzlich nicht schlecht. Ich fand den Style in Gothic 1 cool, diesen Fantasy-Style. Ich finde es aber auch nicht so verkehrt, dass es ein bisschen in die mainstreamigere Richtung gegangen ist. Ja, es gab jetzt irgendwie nicht mehr so einen krassen Erzdämon, sondern nur noch Drachen, aber Drachen sind halt auch cool. Ich mag Mhm. halt Drachen. Ähm, aber gleichzeitig war halt auch so ein bisschen die Welt stärker ausgearbeitet. Man hat einfach gemerkt, so wie das funktioniert, Du wirst ja verschwommen wie. angezeigt gerade. Oh, Oh, jetzt bist du wieder besser. Okay, gerade. Okay. muss wahrscheinlich der Autofokus von meiner Ja. Kamera gewesen sein. Ähm, ich, ich mag, dass die Götterkonstellation ein bisschen eindeutiger ist. So, ich weiß, es war auch am Anfang eigentlich nicht so geplant. Eigentlich sollte Belia nicht jetzt dieser böse Gott sein, sondern eher so ein Totengott wie Hades Mhm. beispielsweise. Das wurde dann halt im zweiten Teil schon sehr in so eine Dreierkonstellation verschoben. Der eine ist der Böse, und dann hast du den krass Guten und dann hast du dann so diese Mitte dazwischen. Aber ich fand das auch cool noch, weil es halt so, es hat mir in der ähnlichen Zeit kam, glaube ich, auch, nee, das war dann später, aber das hat mir auch hat mich sehr daran erinnert, gab es für The Elder Scrolls Oblivion die Shivering Isles DLCs und da gab es mit Sheogorath und dem anderen Gott, mir fällt sein Name nicht mehr ein, einmal den Gott der Ordnung und den Gott des Chaos. Ja, Und in ja. beiden Extremen ist es total unangenehm und total kannst du nicht leben, weil das Ja, eine ja. ist total krass geordnet, das andere ist Mhm. total chaotisch und die Mitte ist so, da willst du leben. Und das ist so ähnlich, die Vibes habe ich auch bei Belia und bei Innos und bei Adanos. Und das mochte ich eigentlich tatsächlich dann ganz gerne. So diese Aufbau der Mhm. Welt. Aber ich habe tatsächlich Sheogorath als Figur so geliebt. Ich fand ihn so cool Ja, in Shivering Isles. Das war ja, so ja, klasse. ja. Und dann gab es ja diesen anderen Gott, wie du ja schon gesagt hast, mit diesen ganzen goldenen Kriegern und den ganzen Scheiß da. Und Dieses diese Kristallwelt, so, ja. ja, Aber ich fand's ja, wirklich, ja, die Figur war so verrückt und so cool dadurch. ja. Oder diese komischen Quests da in der Stadt mit diesen verrückten Leuten auch. Ja. Ja, diese eine, die dann Schön. runterspringt da von dem Berg oder was es war, ich weiß nicht mehr. Ich bin ja sehr gespannt. Es gibt Ja. ja ganz viele Gerüchte, dass es dieses Jahr irgendwie noch so ein Oblivion-Remake gibt. Da hätte ich schon echt Bock drauf. Ich habe damals auch Ja. viel, also in Oblivion habe ich auch gelebt, neben Ja, Gothic 3. Ja, ja, ja. ja Oblivion gucke ich auch Dementsprechend, auf jeden das Fall. hat halt dadurch, dass eben jetzt auch Stadt und keine Ahnung, auch mehr Fraktionen der echten Welt, so mit den Mhm. Paladinen und den Feuermagiern und sowas, das hat dann eben auch gleichzeitig die Glaubwürdigkeit einfach auch nach oben getrieben. Mhm. Das hat mir so die Welt ein bisschen mehr, weil es einfach auch trotzdem noch bodenständig war. So, es war jetzt halt nicht mehr diese äh,
eher unnatürliche Situation, dass es ein Mhm. Knast ist, so ein Freiluftknast, sondern dass es halt einfach jetzt die echte Welt ist. Und Mhm. hat es sich das auch so angefühlt. So gerade die Hafenstadt hat sich Mhm. einfach so angefühlt wie die echte Welt. Eigentlich realistisch, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Jeder hat gelebt. Da gibt es dann auch die Ja, ganzen Frauen und alles ja, und so weiter und genau. so fort. Weil es gab ja niemanden in Gothic 1 und dann in Gothic 2 gab es ja endlich mal Frauen und sogar Frauen mit Quests und alles. Ja, genau. Was in Gothic 3 jetzt zurückgerudert ist, eigentlich komplett mit Frauen und Ja, Quests. voll. Wenn ich jetzt so Voll. darüber nachdenke, oder kommen wir dann noch später zu, aber jetzt, wo ich gerade Ja, darüber nachdenke, ja. ja. Finde ich eigentlich, fand ich in Gothic 2 gut, so wie es war mit den Frauen. Tatsächlich. Ja. Gothic 2, nicht Gothic 1. Genau. Okay, wo waren wir gerade wieder? Ja, Fantasy-Style, Genau, Glaubwürdigkeit habe ich genau. gerade mit abgehandelt. Ich Genau, glaube, ja. fürs Kampfsystem brauchen wir auch nicht mehr so viele Wörter verlieren, weil das auch ja quasi fast identisch ist Ist mit einfach nur dem ersten optimiert. Teil. Das Gothic 1-System ist einfach Optimiert, nur genau. optimiert. Es ist einfach Genau, viel genau. angenehmer zu spielen. Das ist das Ich, Einzige, ich finde mag ich. auch, dass Ja. es einfach eine sehr viel graduellere, also jetzt überspringe ich auch gerade schon wieder, ein bisschen graduellere Charakterentwicklung dadurch auch ist. Der Kampfsystem wird ja dann, gerade der Nahkampf wird ja über Prozent gerechnet Mhm. dann und nicht mehr nur über diese 3 Stufen, die du lernen kannst. Und ich fand das auch cool, weil das hat sich nach mehr angefühlt. So, du hast dann eben zwar jetzt irgendwie nur 10%, aber du hast es dann trotzdem gemerkt, weil einerseits hat sich trotzdem deine Haltung verändert, Mhm. mit so bestimmten Schwellenwerten. Mhm. Und du hast trotzdem mehr Crit-Schaden halt gemacht. Und das hast du halt Mhm. dann eben am Lebensbalken deiner Gegner gesehen. Ja. Und das hat für mich die Charakterentwicklung einfach noch mal ein bisschen natürlicher und noch ein bisschen Mhm. durchgängiger rübergebracht. Ja, Ja. und wie gesagt. Und der Schwierigkeitsgrad ist halt in der Nacht des Raben schwerer. Aber auch nur für Ja, Leute, die es nicht gespielt haben. Muss ich mal ja, sagen. ja. Es ist schon, ich finde ihn schon auch immer noch knackig. Ich finde es krass, dass es ja echt eine Menge Mods gibt, die den noch schwerer machen. Und ich denke so, boah, Odyssey. Leute, Alter, äh, chillt mal. Also, ja, ich weiß, ihr wollt eine Herausforderung, aber boy, Leute, entspannt euch mal. Hast du mal Odyssey gespielt? Nee, tatsächlich spiele ich wenig Mods, muss ich leider Mhm. zugeben. Ich habe zum Beispiel nicht mal Archolos gespielt. Ich weiß, das tut mir auch sehr in der Seele weh, aber Ich ich auch weiß noch ja, nicht. Odyssey hat ja sogar Mhm. eine Sprachausgabe. Das ist nämlich viel bei mir. Ich mag diese TTS-Sprachausgaben nicht, weil die mich einfach Mhm. sofort rausreißen. Ich will aber trotzdem irgendwie eine Sprachausgabe haben, weil ich bin das von Gothic Mhm. gewohnt und will nicht nur lesen. Ich finde es Mhm. unnatürlich, beispielsweise, wenn es solche wie die Returning Mhm. oder die Rückkehr ist, die dann so das Hauptspiel erweitert. Finde ich grundsätzlich cool, die Idee. Aber dann, keine Ahnung, kommt da halt die normale Sprachausgabe, die man kennt und liebt. Und dann entweder es kommt nichts, du musst lesen, oder es kommt was, aber es ist halt so diese ruckelige Ja, das nervt TTS-Sprachausgabe. mich auch total. Das Ja. reißt mich voll raus. Deswegen freue ich mich mega, dass Archolos jetzt eine Mhm. echte Sprachausgabe bekommt, wo ich übrigens Teil davon bin. Ich habe da schon, ich spreche da einen Charakter mit. Ähm, und da freue ich mich sehr drauf, dann auch endlich mal Archolos auf Deutsch zu spielen. Da habe ich Bock drauf. Ja, da habe ich wahrscheinlich auch wieder mehr Bock drauf, weil mich das. Bei Gothic 3 habe ich das ganz bemerkt, wo ich diese Erweiterungsmod dafür hatte. Ja, Wie die ja, das geredet haben. Questpaket. Ich habe so. Ja, Ich fand das ja. so schlimm, oder wo Lee mit dir plötzlich redet im ersten AD. Auch mit Ich dieser komischen Stimme. Und ich denke mir nur so, Alter, cringe mich da jedes Mal raus. Ja. das war so schlimm. Auch einer der Gründe, warum ich tatsächlich Returning noch nicht angefasst habe. Ich will Hm. das nicht. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich Odyssey trotzdem spiele, weil da ist alles komplett vertont. Und sogar Ja. Bodo Henkel spricht sogar Stardust dort Ja, im ja, ersten das habe Mod. ich auch gesehen. Aber ich habe es auch da Ja. leider noch nicht Ja. gespielt. Aber Ist ein das sehr müsste ich, glaube langer ich, echt Mod, mal machen. finde ich auch gut. Aber die alten Versionen waren ganz schlimm, wo verbuggt. Aber da war ich halt noch nicht dabei tatsächlich. Hm. Ich hatte nur einen Bug, dass ich das letzte Level, letzte nicht spielen konnte. Aber jetzt spiele ich es mal in der neuen Version momentan durch und bis jetzt ist eigentlich alles okay. Außer in Varanda konnte ich immer noch eine Quest nicht beenden. Ja. Ich habe keine Ahnung, vielleicht muss man irgendwas anderes noch vorher machen. Ich habe es aber dann einfach über dieses Gothic, wie heißt dieses Programm, womit man für Quests beenden kann, wenn es nicht gilt. Ich weiß gerade gar nicht. Es gibt so ein Programm, was man auf World of Gothic runterladen kann. Das weiß Habe ich ich gar drauf. nicht. Ich weiß auch gerade nicht. Habe ich aber letztens dem Crazy Dog Gaming geschickt, weil der das auch nicht wusste. Und dann hat er sich gefreut, oh nice. Kann man, wenn ein Mod was nicht funktioniert, das schnell ändern, dass man es Hm. erledigt hat und so. Aber an sich hatte ich diesmal wenigstens. Ich konnte diesmal in Ruhe spielen.
Beim letzten Mal Ja. habe ich alles Mögliche, musste ich irgendwie komplett Umweg suchen, damit es funktioniert. Aber das war noch die Version, bevor sie gepatcht war halt. Ja. Aber es macht wirklich Spaß. Ja, irgendwann Ja, habe ich auch mal die Zeit dafür. ja. Okay, warte mal, Schwierigkeitsgrad haben wir. Die Charakterentwicklung haben wir schon angeschnitten. Den namenlosen Held hast du ja gesagt, im Prinzip immer Ja, Erfolg den heißt. kann man über Okay, den kann man so ganz gut abhaken, ja. über alle 3 Teile Ja. hinweg. Okay, dann die Geschichte von Gothic 2 kommt jetzt. Die Geschichte von Gothic 2 hat nicht mehr so ein, oder zumindest nicht mehr mitten im Spiel diesen Twist, wie ich ihn schon beim Schläfer irgendwie cool finde, dass es halt plötzlich Realität wird und es den ja wirklich gibt. Ich finde sie aber trotzdem cool, weil sie so immer mehr eskaliert. Und das ist so ein bisschen das, was ich, wenn ich halt davon spreche, dass im ersten Teil in den Designdokumenten so coole Sachen drinstehen, wie dass eben diese Welt langsam immer mehr eskaliert und ins Chaos stürzt. Und so ein bisschen ist das in Gothic 2 ja drin. Und das finde ich dann halt cool, dass du halt du hörst erst, da gibt es diese Armee im Minental und da haben die sich verschanzt und da gibt es auch noch Drachen und dann gehst du ins Minental und siehst da krass, okay, die ganze Burg ist belagert und hier irgendwo fliegen auch noch Drachen rum und ich bin aber eigentlich noch viel zu schwach und laufe eigentlich am besten vor allem weg, was irgendwie sich bewegt. Und dann kommst du wieder zurück nach Khorinis und plötzlich sind halt überall diese Suchenden und plötzlich laufen auch Monster aus dem Minental durch Khorinis, wie die Drachensnapper. Und du merkst halt so langsam, wie diese Situation langsam eskaliert. Dann wird plötzlich Bennett eingelocht, weil er angeblich einen Mord angestellt hat. So. Aber das ist eigentlich nur ein Komplott und so. Und das finde ich halt dann cool, weil es so eine natürliche Eskalationsstufe hat in der Geschichte. Und dann halt natürlich ganz am Ende der Twist, Xardas. Es war also immer nur mein Ziel, der erwählte Belias zu werden. Und oh Ja, Gott, an oh sich zu Gott, reißen im die Prinzip. Macht an sich zu reißen. Ja. Und oh Gott, ist er jetzt unser Gegenspieler oder nicht? Mhm. Das war ein fieser, aber wirkungsvoller Cliffhanger für Teil 3 dann. Ich meine, es hätte so viel werden können, wenn sie mehr Zeit hätten. Man hätte so viel daraus machen können. Ich fand das so interessant, als ich damals die Nachtsrahmen durch hatte und dann habe ich durch meinen Cousin Gothic 3 angefangen und dies und das. Und dann ist es einfach so viel enttäuschender gewesen, was es da gab, als, Ja. als Ich glaube, erwartet habe. deswegen bin ich auch so gespannt, deswegen hoffe ich eigentlich auch echt, dass das Gothic Remake erfolgreich wird und auch dann ein potenzielles Gothic 2 Remake erfolgreich wird, weil Gothic 1 und 2 ist eigentlich eine sichere Bank, da ein Remake zu machen, weil die Fanbase ist noch groß und du hast eine super Vorlage. Du kannst dich da gut dran entlanghangeln, kannst dann vielleicht das noch auffüllen, gerade in die Lücken von den Spielen kannst du halt noch schön reingehen und da das mit eigenem Content füllen. Aber Gothic 3 hat halt einfach, wenn du das remakest, da musst du halt unten an der Substanz anfassen. Ja. Da musst du richtig rangehen. Ich meine, wir können jetzt, keine Ahnung, ob wir jetzt gleich schon, ja, ich habe jetzt keine Easter Eggs und mich noch keinem Lager angeschlossen. In Gothic 2. Lustiges Easter Egg, man kann Matt rausholen. Ja, den untoten Matt sich hercheaten und ich glaube, als Lager würde ich mich auf jeden Fall den Feuermagiern anschließen, weil ich glaube, das Klosterleben ist ganz chillig. Und ich kann dann Magier werden, was geil ist. Aber um jetzt dann quasi weiterzugehen auf Gothic 3, ich finde ja zum Beispiel die Welt in Gothic 3 total cool, weil ich weiß, damals habe ich noch, Ausgabe 06 2005 PC Games, erste Preview Gothic 3, hab's gelesen, dachte mir so, was? Die Orks haben den Krieg gewonnen. Und fand das so, was? Das ist doch aber dann, die Menschen sind doch die krassen Typen. Fand das noch ganz irritierend. Und dann habe ich es gespielt und dachte mir so, ich finde die Welt eigentlich total cool. Und diese Idee, ja, die Menschen haben jetzt halt den Krieg verloren und wurden jetzt überrannt.
Und jetzt ist eine Besetzungsmacht einer anderen, eine andere Besetzungsmacht besetzt das Land der Menschen und versklavt die alle. Und du kommst jetzt als Mensch quasi als unterdrückter Typ der unterdrückten Gesellschaft dahin und kannst dich dann entscheiden. Und ich fand die Idee total cool. Aber trotzdem kannst du halt in Gothic 3, gerade was die Story angeht, so viel noch umbauen und musst du eigentlich, wenn du ein Remake machst. Weil da ist so viel Potenzial da, was du einfach Ich hoffe auch so sehr, umsetzen dass die es musst. einfach wirklich dann besser machen. Was ich auch Ja. glaube, ist, wenn Gothic 2 wirklich sehr, sehr gut verkauft wird, glaube ich, dass, Gothic 1 meine ich, das Remake, glaube ich tatsächlich, dass Gothic 2 trotzdem schneller entwickelt werden wird. Einfach weil sie dann wahrscheinlich sagen, wir können mehr Ressourcen einsetzen, mehr Geld einsetzen. Weil ich Ja, aber du glaube, kannst nicht, aber du kannst in der Spieleentwicklung nicht alles mit Geld oder mehr Leuten irgendwie drauf natürlich nicht, werfen. Du natürlich nicht. brauchst Aber die es ist ja oft Kreativität. so. Ne? Ich glaube, was sie machen könnten oder was der Vorteil ist, dass sie viele der Assets einfach schon haben. Ja. Aber ja, also wie gesagt, trotzdem musst du musst die Welt neu erstellen, du hast zwar Teile der Welt mit dem Minental wieder, aber ja, sollen sich Zeit lassen und dafür halt lieber was Cooles hinstellen. Da sage ich lieber, lasst euch lieber mehr Zeit, anstatt irgendwie 50 Leute mehr noch drauf zu werfen, weil das lässt dann die Kosten richtig explodieren. Ja, natürlich, Wenn du natürlich. einfach 50, sagen wir mal, es sind jetzt gerade, ich glaube, 40 Leute hatte Team Moore mal auf Discord geschrieben, dass 40 Leute gerade am Remake arbeiten. Wenn die jetzt das Doppelte haben, sind das halt einfach mal die doppelten Personalkosten. Ja, natürlich, natürlich. Klar, klar. Aber an sich glaube ich halt, dass es dann etwas schneller gehen wird als das. Es gab ja noch dieses komische Playable, Teaser und alles. Ja. Das alles kann man dann komplett in die Tonne schmeißen. Das war einfach nur zum Testen. Und dann haben sie gesehen, stimmt. müssen wir anders machen, das muss alles von vorne anfangen. Komplett alles. Ich glaube, in Gothic 2 kannst du halt noch ein bisschen mehr nach Schablone machen. Also in Gothic 1 füllen sie ja jetzt auch ein bisschen an und bessern die Lücken aus, aber da gab es halt auch mehr Lücken. Ja, in Gothic 2 gab es weniger Lücken, stimmt. Ja. Genau, in Gothic 2 war ein runderes Spiel. Und deswegen kannst du da, wenn du da das Remake machst, da kannst du halt einfach mehr nach Schablone arbeiten und musst dir nicht noch selber so krass die Denkleistung machen, dass du dir jetzt irgendwie neuen Content ausdenkst. Oder Content anhand der alten Designdokumente herleitest und herschließt. Ja, das ist, wie gesagt, bei Gothic 3 wird es halt mega spannend. Ja, ich glaube, da wird es sehr lang dauern dann dafür. Ja, und das sollen sie ja, es ist ja auch völlig okay. Ja. Und das ist auch, genau, das ist vollkommen okay. Von mir aus dauert es, keine Ahnung, wie viele Jahre, also sehr lange. Von mir aus, wenn Gothic 1, 2 gut ankommen, wenn Gothic 3 dann viel länger braucht und dafür einfach das viel, viel bessere Gothic 3 ist, warum nicht? Ja. Warum Aber nicht? es ist natürlich auch gleichzeitig die sehr viel schwerere Aufgabe, weil, wie gesagt, jetzt haben sie halt eine Vorlage, an der sie sich entlanghangeln können. Da wird sich, spätestens bei Gothic 3, wird sich halt zeigen, wie gut Alchemia Interactive die Gothic-Formel und dieses Gothic-Rezept verstanden hat, genau. Weil dann müssen sie es selbst anwenden und können nicht nach Schablone arbeiten. Genau. Weil dann können sie nicht mehr nach der Form, weil wenn sie alles wie die Form machen, wird es scheiße. Ganz ehrlich, einfach mit anderer Grafik und das sieht so dasselbe System, alles, es muss halt eine Veränderung dann her. Ich habe aber auch in meinem Spielwelt-Video gesagt, als ich letztens mal die Spielwelten so von Gothic 3 mir angeschaut habe, die Spielwelt rein vom Design, von der grafisch, also von der Landschaft her. Ich finde die Spielwelt total geil, die sieht heute immer noch richtig gut aus. Und die Festung, mein Lieblingsort ist immer die Festung Faring, finde ich immer noch fantastisch. Die Türme von Morasul, die sich so in der Wüste entlang strecken. Ich finde sogar die Wüste cool, weil die Wüste ist halt das, was es ist. Eine Wüste. Da ist zwar dann nicht viel, aber das macht halt den Reiz einer Wüste aus, dass da halt nicht viel ist. Weil es halt eine fucking Sandwüste ist. Aber dann, wenn du dann halt mal eben was findest, dann ist es halt umso cooler. Also die Welt, allein die Welt, die könnten sie meiner Meinung nach so übernehmen. Sie müssen sie halt nur füllen. Diese Welt ist es wert, gefüllt zu werden, und zwar vernünftig gefüllt zu werden, mit einer coolen Story und mit coolen, lebendigen
Charakteren und Quests. Und dafür nehme ich gerne eine lange Entwicklungszeit in Kauf, weil ja, die Welt von Gothic 3 ist echt groß. Aber sie ist einfach, ich finde sie immer noch super. Ja, und allein wenn du nach Buckeresch kommst, das erste Mal, im Prinzip, dieser Ja, Riesentempel und alles, das ist ja, auch. voll cool. Ja. Voll cool. Und Ishtar ist ja auch toll. Es ist klein, aber trotzdem toll, wie es designt ist, finde ich. Ja, ja. Das ist nur sehr Ja. klein, das ist schade, aber ansonsten ist Ja. es sehr geil, ja. Apropos zu den Gothic 2 Easter Eggs gab es ja noch zum Beispiel auch das Auto. Oben. Stimmt. Ja, der ist Dann Klassiker. gibt's noch die eine einzige Leiter im ganzen Spiel in Jacken da. Stimmt. Ja. Oder vom Mighty Alien da, den du vorhin schon erwähnt hattest, hinter dem Zaun Ork, wo er dann sagt, ja, das gibt hier eigentlich gar nicht, Genau. das Lager, das ist einfach nur alles Ja, fake. genau. Ist alles fake hier. Ja. Ja, das ist richtig lustig. Oder die ganzen Friedhöfe sind alles von Entwicklern der Nachrichten und sowas. Finde ich auch richtig cool. Und auch einfach Es gibt oben auch drauf. es ist der Friedhof bei Onas Hof, da haben die Entwickler nicht nur was draufgeschrieben, da liegen die Entwickler selber. Ja. Ja, das finde ich halt auch, das ist sau cool einfach, ja. Und es gibt auch noch viel mehr, mir fällt jetzt nur nicht alles aus dem Kopf ein. Oder diese ganzen versteckten Sachen, keine Ahnung, Ja. wenn du Diego aus dem Minental begleitest. Und er stirbt. Und naja, nicht mal das. Du gehst mit ihm nicht zur verlassenen Mine, sondern gehst weiter durch bis zum Pass, also bis zum Austauschplatz hinter. Und dann gibt es halt nochmal einen extra Dialog, so einen Nostalgiebonus. Ja, stimmt, so. Das sind so kleine Sachen, kleine Details, die ich sehr mag. Ja. Oder wenn Diego stirbt, das finde ich sowieso so lustig, wenn Diego stirbt mit dir, wenn du mit ihm dahin gehst, ist er plötzlich doch in Korenis wieder da. Ja, mich hatte nur Kopfschmerzen. Der lag da tot mit Blutlache auf dem Boden. Ich hatte nur Kopfschmerzen. Ich fand das so gut. Ja. Das ist einfach viel zu gut. Wer kennt's nicht? Ja, das ist immer so bei den Kopfschmerzen blutet die Brust halt. Das ist normal. Schön. Das ist wirklich schön, ja. Und es gibt ja auch noch, keine Ahnung. Oder was die daran gedacht haben. Oder an was die noch gedacht haben. Wenn du dann einfach Leute umbringst im Minental oder irgendwo, Vatras wird ja böse auf dich. Er warnt dich dann noch einmal, sowas nicht mehr zu tun. Wenn du es nochmal tust, kommt er auch nicht mehr mit. Weil er dann sagt, du bist komplett dem Wahn verfallen. Dem Böse verfallen, ja. Ich rede jetzt auch nicht. Er redet ja, glaube ich, auch nicht mehr mit dir. Dann sagt er so, geh und irgendwas. Und dann sagt er irgendwas nochmal dazu. Aber auch, dass sie beispielsweise mitgedacht haben, in Jaken da, wenn du diesen Stunt, kannst du ja diese Schlucht springen, kriegst einen Stunt-Bonus. Und wenn du es nochmal machst, dann wird dir die 100 Erfahrungspunkte wieder abgezogen. Super. Ja, das finde ich gut. Da steht dann kein Exploit ist. Dann steht dann Malus, ja. Ja. Malus. Ja, das ist auch richtig cool. Das ist richtig cool. Ja. Oder zum Beispiel, wenn du mit Kavalon redest und nicht sagst, dass du zum Minental wieder willst, spawnt niemals Kavalons Lederbeutel im Minental. Ah, ja, okay, wird nicht gespawnt. Das ist auch das ist irgendwie, eigentlich müsste der Lederbeutel trotzdem dort sein, aber er ist nicht da. Ja. Wenn du die Quest nicht annimmst, sozusagen. Aber es ist ja genauso mit dem Kronenstöckel am Steinkreis. Der spawnt auch nur, wenn du mit Suris redest. Das sind halt sehr, sehr viele Riesendetails in Gothic 2, die man so halt nicht erfährt, oder? Der versteckte Dialog mit wie heißt der Paladin am Tor? Ich vergesse es immer. Mit dem spreche ich nie, ich habe keinen Bock mit dem zu sprechen. Welches Lothar, Tor meinst du? Oder? Ach, Lothar, ja. Es gibt ja einen Dialog, wenn du ihm das Schreiben von Garond bringst, sozusagen, obwohl du es ja nicht haben kannst, weil er dann weg ist. Gibt es ja noch einen ganz anderen Dialog bei ihm, den man ja nicht benutzt hatte. Ja. Oder auch der Dialog vom untoten Drachen, wenn du eine raubkopierte Version hast. Ja, das habe ich in dem Video von Easter Eggs gesehen, ja. Hast du auch eine richtige Version? Der untote Drache weiß alles, so mächtig ist er. Ja, das ist wahr. Aber auch ein cooler Moment eigentlich, weil dann spricht plötzlich das Spiel zu dir als Spieler. 4. Wand gebrochen, schön. Ja. Gut, dann die Glaubwürdigkeit in Fantasy Star Gothic 3 ist ja auch nochmal ganz anders als in 1 und 2, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, ich mag ja die Welt in Gothic 3 tatsächlich sehr gerne und mochte das. Es ist halt schon noch mehr High Fantasy, aber ich mochte halt, wie gesagt, einfach diesen Twist, der dann trotzdem wieder diesen Low Fantasy Twist mit reinbringt, dass die Orks halt das Sagen haben.
Mhm. Und das mochte ich eben ganz gerne. Und das finde ich auch eine Idee, die sie gerne übernehmen können. Ja. Und die Glaubwürdigkeit. Ich fand das glaubwürdig. Also ich fand das glaubwürdig, dass die Orks das übernommen haben, weil es gibt kein Erz mehr. Es ist halt, es ist eine logische Schlussfolgerung. Und das ist auch so eine Sache, die ich halt an Gothic total gerne mag. Das sind alles so logische Schlussfolgerungen. Und Konsequenzen. Konsequenzen, Ja. genau. Hier, also die magische Barriere ist zusammengebrochen, es gibt kein Erz mehr, also kann es auch keine neuen Waffen für den König und die Armeen des Königs geben, also haben wir einen strategisch extrem krassen Nachteil, also überrennen die Orks jetzt das Mittelland in kürzester Zeit. Macht Sinn, ist völlig nachvollziehbar. So, und das mag ich über die ganze Reihe und deswegen macht es für mich in Gothic 3 schon auch Sinn. Das Einzige, was ich halt nicht glaubwürdig finde, ist, dass sie diese Rebellenlager nicht finden können, obwohl die so auffällig sind überall. Ja. Es gibt, wo war das, Okara? Eine dieser späteren Rebellenlager. Da ist so ein riesiger Leuchtkegel so aus dem Lager, wenn man nachts drüber geht. Und dass das niemand sieht, sozusagen, das ist ja. Meine Okara habe ich damals tatsächlich auch lange nicht gefunden, weil das so mitten im Wald liegt, aber allein Redok, das ist der kleinste Wald der Welt, aber sie finden das Lager nicht, diese Hülle, wo irgendwie 25.000 Rebellen drin sitzen. Wo könnten die wohl sein? Ja, und dieses kleine Orklager, was direkt nebendran ist, ja. Stimmt, ja. Meine einzige Schlussfolgerung da ist, die haben einfach Angst, die Wildschweine zu bekämpfen, die davor stehen. Das ist wohl wahr, ja. Das sind ja die Endbosse. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum sie es noch nicht gefunden haben, die da hinten. Ja. Die gehen da nicht weiter. Das ist ja schlimmer als ein Drache oder so. Oder schlimmer als Xardas. Ja. Die guten alten Wildschweine. Ja. Okay. Glaubwürdigkeit haben wir beredet. Kampfsystem, ja. Ja, brauchen wir da noch groß was drüber sagen. Das Kampfsystem von Gothic 3 ist bekannt. Ich hab's damals gespielt und hab's durchgeschafft, auch wenn mich auch die Wildschweine manchmal ein bisschen zu Weißblut getrieben haben. Ja, aber das sind auch die Endbosse. Das sind auch die Endbosse, das stimmt. Zusammen mit dem Schwierigkeitsgrad. Der Schwierigkeitsgrad war halt grundsätzlich, würde ich sogar sagen, niedriger. Und zwar bei weitem niedriger als in Gothic 1 und 2. Ich finde Gothic 1 und 2 wesentlich schwerer als Gothic 3. Was auch so in Teilen am Kampfsystem liegt, weil entweder du triffst die Leute richtig oder sie treffen dich und dann kommst du halt jeweils in den Stun-Lock und dann war es das halt. Und mittlerweile geht es ja mit dem Community-Patch, ist das Kampfsystem ja mittlerweile eigentlich ziemlich brauchbar für das, was es sein will, für ein 20 Jahre altes Spiel fast. Deswegen will ich da jetzt auch gar nicht so groß jetzt drüber meckern. Stimmt, krass, das ist schon so alt. Daran denke ich gar nicht. Das sieht gar nicht so aus, als ob es so alt ist. Ja, das wird nächstes Jahr mit Gothic 3 20 fucking Jahre alt. Ja, das sieht man aber auch nicht so. Man denkt schon, dass es alt ist, aber nicht so alt. So. Nee, nicht mehr. Also ich finde wie gesagt, die Welt und die Wälder und so, das kannst du dir heute schon noch angucken. Das leckt ja noch auf heutigen PCs ein bisschen. Das ist richtig, ja. Wenn man so darüber nachdenkt. Ja gut, das ist der Programmierung geschuldet, aber andererseits gibt es keine Ladezeiten, muss man so denken. Auch das, ja. Ich meine, wie gesagt, das kam 2006. Im gleichen Jahr ist Oblivion erschienen. Oblivion sah auch krass aus, aber Oblivion hatte auch wie Morrowind an jeder Ecke Ladebildschirme. Sogar Skyrim immer noch auch. Skyrim, ja, Starfield hat es ja auch noch. Ich bin ja ein großer Starfield-Verfechter. Ich mag Starfield sehr gerne, spiele es auch total gerne, aber auch da gibt es halt an jeder Ecke, trotz SSD, immer noch Ladebildschirme, weil halt diese Engine einfach so funktioniert. So, das ist halt so. Die Engine funktioniert halt so. Das sind halt so diese quasi immer nur diese Räume, die aneinandergereiht sind und dann lädt es da halt rein. Aber deswegen ist die Engine von Bethesda auch so sehr gut und sehr einfach modbar, weil du halt einfach ein neues Segment einfach dran setzen kannst. Und es geht halt einfach, weil es einfach eine eigene Ladezone ist. Und was würde passieren, wenn man es nicht nutzen würde? Sagen wir so, wenn sie es jetzt einfach so machen würden, dass alles so ist, wie es ist.
Es gibt ja Mods, die beispielsweise die Stadttore aufmachen, also dass du dann nicht in die Stadt lädst, sondern dass einfach das Stadttor aufgeht und dann kannst du da reingehen. Es wird halt schwerer für die Engine. Der zweite große und wichtige Punkt von der Bethesda Engine ist ja, dass das also im Grunde genommen so eine glorified Excel-Tabelle ist, wo du halt einen Wert reinstellen kannst und dann bleibt der da und dann kannst du nach 200 Spielstunden wiederkommen und dann ist es immer noch da. Das bedeutet also, basic übersetzt ins Spiel bedeutet das, du kannst da halt einen Gegenstand in diesem Raum oder so, halt in dieser Ladezone irgendwie drin lassen, dann wird er da abgespeichert und dann kannst du halt nach 200 Stunden trotzdem wiederkommen und dann ist dieser Gegenstand immer noch in dieser gleichen Ladezone, in diesem gleichen Punkt. Und wenn du diese Ladezonen wegnimmst und das alles quasi in einer Welt machen würdest, dann hat die Engine halt echt zu tun, diese ganzen Punkte da Track zu halten und das verschlingt dann halt Rechenleistung. Das war damals dann halt nicht möglich. Ich glaube, heutzutage könntest du wahrscheinlich einen Skyrim schon größtenteils durchgängig machen. In der Technik von Skyrim, wie es jetzt noch ist. Wenn du jetzt, da könntest du wahrscheinlich die Städte auf jeden Fall und die Wohnhäuser vermutlich öffnen. Weiß nicht, ob du die ganzen Dungeons öffnen könntest, dass sie ohne Ladezonen quasi direkt mit dem Spiel sind. Aber die steht da auf jeden Fall. Ja, oder Das man halt, macht wie es gesagt, halt, oder man macht es halt mit der Ladezeit. Wenn man weiterläuft, wird das halt erst geladen, so die Gegenstände und alles. da bin ich aber einfach nicht Ja. weit genug oder tief genug irgendwie in der Engine drin oder in der Programmiersprache drin, ob das geht, ob man die Bethesda Engine so mit diesem Streaming verbinden kann, wie es andere moderne Engines machen. Zum Teil ja schon, weil es gibt gerade in Starfield gibt es ja nun auch teilweise sehr, sehr große Open Worlds, die einfach dann natürlich auch irgendwo gestreamt werden müssen. Und wo eben auch, wenn du nicht hinguckst, dann irgendwie Sachen wahrscheinlich ausgeblendet werden. Aber ja, keine Ahnung. Das werden wir wahrscheinlich bei Elder Scrolls 6 sehen, wie sie es dann machen, weil dann haben sie, bei Starfield es ist halt nun so, wie es ist. Es sind halt irgendwie 1000 Planeten und die sind alle ihre eigene Ladezone und was auch immer. Elder Scrolls 6, also da haben sie halt ihre Engine jetzt schon doll aufgebohrt. Und Elder Scrolls 6 ist dann ja wieder ein im vergleichsweise überschaubares Gebiet. Weil da hast du eine abgesteckte Grenze und eine abgesteckte Spielwelt. Da bin ich auch gespannt, mal wie das eigentlich wird. Das ist schon so lange. Ja, das ist ja halt, sie haben halt jetzt erst damit angefangen, nachdem Starfield jetzt ausentwickelt ist, haben sie jetzt erst angefangen mit Elder Scrolls 6. Also das dauert wahrscheinlich auch noch eine Weile. Ja, bestimmt. Wenn wir was sehen werden. Dann hoffen wir mal, dass es aber auch gut wird. So, Charakterentwicklung. Die Charakterentwicklung, ja, habe ich jetzt auch nicht so viel große Worte zu verlieren. Sie ist ein bisschen vielseitiger, weil es, glaube ich, mehr Perks gibt. Und mehr Möglichkeiten, Kampf mit 2 Schwertern und sowas. Von daher, ja, aber finde sie tatsächlich gar nicht so groß anders als in den ersten 2 Teilen. So, man hat halt vielleicht ein bisschen, man hätte, glaube ich, auf jeden Fall noch ein bisschen mehr machen müssen mit dem Fakt, dass der Held ja als ausgewachsener Held, nämlich der gerade einen untoten Drachen gekillt hat, aufs Festland kommt. Und trotzdem irgendwie wenn er nicht aufpasst, an Wildschweinen oder an einem kleinen Scavenger scheitert. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie der Glaubwürdigkeit, als ob der namenlose Held nicht das Auge Enos mitgenommen hätte. Also das glaube ich nicht. Ja. Das glaube ich auch nicht. Das ja. Und, ja, okay, diese ganze Anfangssequenz mit, die Piraten haben unser Schiff geklaut. Ja, komm. Apropos Easter Egg auf Weg 2. Wenn du das Auge Enos nicht mitnimmst, legt dir Xaris so einen Brief hin mit dem Auge Enos, dass ob du so dumm bist und so und solche Sachen. Ja, Milton scheißt dich auch total zusammen. Wenn du mit Milton redest, sagt er dir halt so, bist du bescheuert? Ja, oder wenn du Xardas sagst, dass die Klaubedes versenkt hast, dann sagt er, das kaufe ich dem ab, dass er wirklich denkt, dass der Held irgendwie vom Begriff ist oder so.
in dem Ja. Moment so ein mächtiges Artefakt einfach im Wasser versenken zu lassen. Ja, nee. Ja. Schon wieder so. Die Glaubwürdigkeit in Gothic 2 eigentlich richtig geil. Ja. Und an sich, Ja. Die Geschichte, ich glaube, das ist der Charakter, also der namenlose Held ist ja auch weiterhin in Gothic 3 der namenlose Held. ja. Die Geschichte grundsätzlich finde ich die Idee, dass man sich für einen von den 3 Göttern entscheiden kann und dadurch 3 Enden hat. Ich habe natürlich auch in meinem allerersten Playthrough, den ich meistens, also den ersten Playthrough, den ich mache, der ist meistens immer ich spiele so, wie ich es gerade für richtig halte und gucke, was am Ende dabei rauskommt. Und damals habe ich schon tatsächlich gezielt, also damals habe ich nicht gezielt, aber eben damals bin ich beim Adanos-Ende rausgekommen. Und ich finde, das ist so auch das rundeste Ende. Ich finde das eine schöne Idee, dass man die Macht der Götter auf der Welt eindämmt oder einschränken eliminiert. möchte, ja. Und der Held dann gemeinsam mit Xardas die Welt, die bekannte Welt verlässt. Was dann auch so ein bisschen halt Xardas versöhnt. Ne? Nachdem man ja betrogen wird am Ende von Gothic 2, vermeintlich, und man dann halt rausfindet, naja, sein Plan war eigentlich von Anfang an einfach die Macht der Götter zu eliminieren aus der Welt. Und das ist so, finde ich versöhnlich, finde ich ein schönes Ende eigentlich. Sie hätten es auf jeden Fall ein bisschen besser machen können, als wir stehen hier vor einer Felswand und das ist das Tor ins unbekannte Land. Ja, naja. Ja, gut. Das ist schon ein bisschen so. Ja. Aber ansonsten, ja, ich habe damals mit Innos Ende angefangen, aber nur weil ich halt versucht habe für die gute Seite. Danach habe ich das PL-Ende gemacht. Und dann ist mir auch gefallen, dass Koranga die höchste Rüstung der Orks trägt. Echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. In der Originalversion, die nur von den Entwicklern gepatcht ist, hat er die ganze Zeit diese höchste Rüstung der Orks, die du bekommst von Khan, wenn du alles gemacht hast im Prinzip. So ein Schwein, so ein Verräter. Ja, jetzt wissen wir, was Koranga gemacht hat. Ja. Er hat viele Rebellen abgeschlachtet. In der so kurzen Zeit sogar, ja, theoretisch. Ja. Und trotzdem sind noch so viele übrig. Ja. Nee, das fand ich auch damals lustig, als ich das gesehen habe, so mit derselben Rüstung. Okay. Genau, so, dann Easter Eggs in Gothic 3. Die ich kenne, sind, dass der Mighty Alien Dwarf in der kleinen Kammer über Ishtar auch wieder eine Nachricht hinterlassen hat. Und dass irgendwo in Nordmar ein PB steht. Nee, ist es ein Nordmar oder ist es ein Mutana? Ich weiß es gerade nicht. Aber auf jeden Fall irgendwo hat jemand ein PB hingelegt und das Community-Patch-Team hat sich auch stellenweise verewigt. Das weiß ich. Ja, diese Quest da, die das Community-Team gemacht hat. Mit diesen Büchern, die du findest und alles. Ich glaub, irgendwo irgendwo hat auch es gibt ja wie gesagt dieses PB-Zeichen, das hat einer der Hauptentwickler gemacht und in einem ähnlichen Stil hat auch der HSP, keine Ahnung, auf jeden Fall hat einer vom Community Patch Team quasi sowas Ähnliches auch nochmal in Nordmar, glaube ich, irgendwo hingelegt. Und das Quest-Paket hat ja eine Where is the Guru Quest mit drin. Genau, die meinte ich mit Quest. Die Quest habe ich gemeint jetzt. Und in Vanguard gibt es auch noch irgendwo einen Raum, wo du was finden kannst, irgendwas. Schriftzug oder so. Cool. In irgendeinem der Torhäuser oder Türme. Das ist das, ja, stimmt, genau, da steht PB. Steht auf dem Turm, der so halb in der Barriere drin hängt. Da steht PB oben drauf. Okay, genau, dann sind wir da, richtig. So, jetzt kommen wir wieder zum Lagerabschnitt. Apropos, also ich habe mich bei Gothic einfach bei Konstantino einfach Pflanzen sammeln und fertig. Und Alchemie und gut ist, hätte ich mich angeschlossen. Weil du hast ja vorhin gesagt, du wärst ein Novize-Magier geworden. Aber es wird aber auch sehr lang dauern, bis du ein Magier wirst. Wenn du nicht diese Prüfung des Feuers machst. Das ist richtig. Also wenn ich mich in Gothic 2 einem der Handwerksmeister anschließen müsste, dann wäre es, glaube ich, Harad. Weil Schmieden. Da habe ich einfach eine Schwäche für. Oh, da musst du erstmal eine Orkwaffe bekommen für ihn. Ja, ich weiß, aber die kriegt man ja schon irgendwo.
dann locke ich einfach den Ork aus seiner Höhle raus und zu den Stadtwachen und dann kümmern die sich drum und dann loot ich den. Und dann mach ich mich auch weiter. Ja, und Harald so, Ähm, ich habe heute einen richtig starken aufgenommen, so zur Startwache. genau. So Der ist ein richtig stark, der hat eine Orkkrieger. Orkwaffe einfach mir gebracht und so. War das der Typ auf diesem Bild, wo wir überall Steckbrief haben? Ja. Das war ich, der den Ork getötet hat. Willst du Schmied Ja, werden? ja. In Gothic 3 schließe ich mich natürlich keinem Lager an, weil da gibt es ja gar keine Fraktion. Ich glaube, in Gothic 3, ja, es tut mir leid, aber ich glaube, in Gothic 3 würde ich mich den Orksöldern anschließen. Ich würde mich einfach im Nord mal in einen der sicheren Lager anschließen, weil die ja alle sehr gemeinschaftlich sind auch. Ja, Um ehrlich zu sein. Nordmar ist mir, glaube ich, ein bisschen zu kalt. Ja, okay, das ist verständlich, Den Arsch verständlich. ab. Wie Vielleicht, gesagt. vielleicht Hm? vielleicht mit Leicester nach Lago ein bisschen Sumpfkraut anbauen. Hm. Lago ist noch nicht so warm, glaube ich, weil das einfach am Wasser liegt. Da wächst viel. Es ist, glaube ich, echt angenehm. Und es sind halt noch nicht so krasse Sahara. Und man hat eine definitiv nachwachsende Einnahmequelle. Auch gut. Ja, gut, aber da sind ja auch sehr viele Arschlöcher. Ja, die schmeißen Leicester und ich natürlich raus. Ja, so einfach. Siehst du das? Easy. Und am Ende stirbt Lester. Oh, scheiße. Ja. Nee, auf jeden Fall. Nee, aber wenn es darum geht, realistisch, wenn es, sagen wir so, geht darum, ja. Normalerweise weiß doch niemand, dass der namenlose Held kommt, klar. Da würde man sagen, irgendwo für die Orksöldner arbeiten. Keine Ahnung, Ja. Schmied oder Jäger, irgendwas, wo nicht Ja. gefährlich ist. Wo Ja, du aber auch noch genau. was Wichtiges beiträgst, dass sie dich nicht einfach. Aber wo du irgendwie- halt auch im Zweifel vielleicht auch noch was lernen kannst, ne? Ja. Wenn du anfängst als Schmied zu arbeiten, dann kriegst du auch ordentlich Muckis und dann Mhm. hast du da auch mal ein paar Waffen in der Hand und kannst da Mhm. zumindest vielleicht mal ein bisschen üben mit. Ja. Doch, denke, das ist, glaube ich, ein ganz guter Genau, ja. Nee, aber wie Weg. gesagt, der namenlose Held würde ja sonst nie, man weiß ja nie, also niemals ein Rebellenlager, die sind ja eh im Mhm. Prinzip. Die würden eh verlieren, 100%, wenn es den namenlosen Held Mhm. nicht gibt. Ob man will oder nicht. Aber ist ja, Ja, einfach so. So, gut. Wir haben es wohl, denke ich mal, geschafft, alles. ein langer Abend, würde ich sagen. Nee, war auf jeden Fall nice. Sehr gut. So, Leute, dann. Ja, mein Bierle ist auch alle, von Oh, daher sehr wichtig, sehr perfekt. wichtig. Mein Energy ist Sehr auch schön. fast alle, sehr schön. So. Ja, es war mir ein Fest, hier ein bisschen zu quatschen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß, auch wenn ich ein bisschen ins Labern gekommen bin und euch irgendwie ein Ohr abgekaut habe. Aber naja, so ist das halt. Ja, das ist Müsst kein ihr Problem. durch. Also ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dabei warst, dass du zugestimmt hast. Freut mich auf jeden Fall. Und wir sehen uns jetzt schon bestimmt zweimal wieder. Einmal Schatz Mitleid und einmal Ding. Das heißt, du bist ja eh schon bald wieder hier. Und ich gebe dir dann auf jeden Fall das Schlusswort. Das Schlusswort, okay. Wir sehen uns, also ich finde es toll, dass das Gothic wieder lebt. Habe ich ja am Anfang schon mal gesagt. Finde es toll, dass da wieder so eine Bewegung gibt. Es wird ja übrigens auch, falls jemand Interesse mal hat, an einem LARP teilzunehmen, an einem Live-Action-Rollenspiel. Es wird am 26. April in der Nähe von Nürnberg ein Gothic LARP stattfinden. Ich bin da nicht der Organisator, aber ich finde die Idee cool und grundsätzlich habe ich da eigentlich auch Bock mitzumachen. Zeigt mir einfach, dass dieses Thema, dass dieses Spiel immer noch lebt und mittlerweile eben auch wieder von den Publishern von THQ eben mit Leben erfüllt wird und das auch gepusht wird und dass da Druck dahinter ist. Und es freut mich sehr. Und wenn ihr da Bock habt, euch vielleicht ein bisschen wieder mehr mit zu beschäftigen, auch falls ihr vielleicht irgendwie ein bisschen raus wart, dann schaut da auf YouTube. Es gibt viele coole Influencer oder ich will sie immer nicht Influencer nennen, Influencer ist so ein schlimmes Wort. Aber halt viele coole Leute, die echt viel Gothic-Content machen, wie jetzt eben der gute Alex hier, aber eben auch der Jorgensen oder der Pappnase. Oder auch ich, also ich mache so ein bisschen eben diesen Snack-Content in Shortform auf YouTube oder auf TikTok oder auf Instagram. Von daher freut mich, wenn er vorbeischaut. Und dann gehen wir in eine glorreiche Zukunft mit Gothic. Ja, auf jeden Fall.
Vergesst ihn nicht zu followen. Ihr wisst Bescheid, da gibt es bald einen Livestream dann. So, dann gehen wir jetzt auf Be Right Back. Wir sehen uns später, Leute. So. Jetzt müssen wir kurz weiter.